Das ist der wahrscheinlich sensationellste Frankia, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Er gehört dem Adi, er ist Baujahr 2014 und diesen Frankia kann man nicht kaufen. Denn es war ein Prototyp, der Adi, ich gucke ihn mal gerade an, ja, er nickt. Komm, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück, denn ich bin im Moment sehr, sehr weitwinklig. Das ist ein langes Ding, es ist auf Fiat Ducato und das ist noch der alte Fiat Ducato. Das heißt also der so richtig schön belastbar war. Also nicht, dass den neue fahre ich ja selber. Der ist natürlich auch extrem belastbar, aber du weißt ja, was man über alte Motoren sagt. Ja. Gerade diesen unkaputtbar. Hat 170.000 roundabout? 177.000 drauf und es war der beste Freund vom Adi, denn der Adi steht neben mir. Hallo Adi. Hallo Sven, grüß dich. Grüß dich. Du bist selbstständig? Ja, ich bin Unternehmer und das nutze ich auch geschäftlich. Deswegen bin ich ja viel unterwegs und habe viel Kilometer drauf. Mir verrätst, was du machst? Ich bin im Coaching und schreibe Bücher. Ich schreibe Bücher? Mhm. Fachbücher, alles Thema Motivation, Führung, Leadership, Sales. Krass, echt? Du bist das? Genau. Die immer so reinkommen. Und du hast die Möglichkeit jetzt hier mit Bitcoin? Nee, ich bin derjenige, den hört man nicht so im Fernsehen, sieht man auch nicht. Ich bin eher der im Background, coache andere Leute. Achso, du schreibst denn die Reden für die anderen? Oder? Zum Beispiel, genau. Das Thema Coaching ist ja ganz wichtig. Also ich glaube, dass viele Leute ihr Mindset, also das, was sie im Kopf haben, nicht richtig programmiert haben, oder? Ja, richtig, genau. Oft, sage ich mal so, erstmal Gedankenhygiene betreiben, dass sie natürlich auch feststellen, ja, was für ein Mist man redet, wie ich vielleicht gerade. Aber du wolltest ja wegen Wohnmobil heute, glaube ich. Nee, es geht ja um die Person. Ich meine, es geht ja immer darum, so Frankia-Leute, hier kommt gerade eine Spinne runter, Adi, guck mal hier, die ist aber süß. Die Wohnmobil-Leute haben ja alle so einen kleinen Spleen, also ganz sauber sind die alle nicht, ja. Denn sie bewegen sich für viel Geld auf wenig Quadratmeter. Und ja, du liebst das, ja, aber das muss man erklären. Man muss den Leuten erklären, warum man sein geliebtes Zuhause aufgibt, in quasi eine Apartmentwohnung zieht, wo wahrscheinlich dein Studentendasein, das war noch größer, oder? Genau. Na, ich muss sagen, für mich ist Minimalismus einfach eine geile Entwicklung. Die habe ich seit Corona einfach mal durchgezogen. Business verkleinert und dann auch sagen, okay, es geht auch mit weniger. Und es ist toll, was man alles nicht braucht im Leben. Das ist Wahnsinn. Also was das auch alles so belastet. Also wenn du jetzt hingehst, du hast jetzt Sachen, die du einfach nicht mehr brauchst, die sind dann weg. Ich glaube auch, dass der Besitz auch ein bisschen verpflichtet, oder? Richtig, Besitz belastet, sage ich auch mal. Und das ist so schön, du fühlst dich frei. Also es ist wirklich so ein Freiheitsgefühl. Und ich kann nebenher arbeiten, sage ich mal, und ansonsten lebe ich. So, du willst ihn verkaufen, das ist die Launch Edition. Jetzt, wenn die Leute sagen, 177.000 Kilometer, der ist ja fertig. Also ich habe ein Video gedreht, Peugeot Boxer. Okay. Oder Citroën war es, auf jeden Fall einer auch auf der gleichen Basis. Der hatte 710.000 Kilometer drauf. Ja, da war allerdings, hatte ihn sehr zart gefahren. Ja. Wie bist du mit dem umgegangen? Auch, muss ich sagen. Also ganz ehrlich, es ist alle Inspektionen gemacht und ich sag mal so, ich habe auch gar nicht vorgehabt, bis vor ein paar Wochen ihn zu verkaufen. Ich habe es jetzt einfach nur, weil ich zu viel unterwegs bin und das möchte ich Ihnen jetzt nicht weiter antun. Und ich habe mir gedacht, ich habe noch die nächsten 10 Jahre vor, den Job zu tun, den ich jetzt mache. Und dann habe ich mich schwere Herzen entschieden, einfach ihn nochmal, ich habe jetzt auch viel machen lassen, möchte ich auch noch machen lassen, aber ich habe auch viel Herzblut reingesteckt, sagen wir es mal so. Aber es ist halt ein Businessmobil für mich. Ja? Also Urlaub mache ich im Hotel. Man muss dazu sagen, der ist quasi unkaputtbar, denn die Seitenwände sind aus GFK. Ja. Dach auch GFK? Auch, ja. Auch GFK. Also GFK Glasfaser, verstärkter Kunststoff. Das sieht man hier auch. Das ist nicht so ganz eben wie bei Alu. Richtig, genau. Daran erkennt man es eigentlich ganz gut. Aber der Vorteil ist, es ist einfach nicht kaputt zu kriegen, oder? Richtig, absolut. Also ich bin ganz happy und ich meine, ich habe die 360-Grad-Kamera drin, deswegen ist es sowieso ganz entspannt hier zu fahren. Aber man merkt es schon, dass wenn man andere Mobil sieht, dann sieht es ganz anders aus. Also, und dann ist er auch noch so lackiert. Rost? Kein bis jetzt. Keiner. Also unten aus Chassis ist in Ordnung? Auch alles super. Okay. Alles super. Ich war auch bis jetzt noch nie am Meer. Ich meine, ich habe keinen Urlaub gemacht mit dem. Also der ist sauber, wie man so sagt, als Gebrauchtwagenhändler. Das Schöne ist, er hat einen Doppelachser, das merkst du. Das heißt, die Fahrruhe, Hammer, oder? Wie auf Schienen, sage ich mal so. Also ich denke mal, wenn du die nächste Klasse hochgehst, dann merkst du natürlich auch wieder. Aber das ist jetzt, muss ich sagen, also das habe ich mir auch gewünscht. Ist wie auf Schienen fahren. Du hast ganz viele Extras drin. Du hast einen Festgastank mit drin. Du hast, sehe ich hier von der Seite, ungefähr das Volumen vom Gastank hat er? 120, glaube ich. 120? Ja, müsste ich aber noch mal gucken, weiß jetzt nicht. Ja, das heißt auch im Winter halt der 4 Wochen? Ja, und dann habe ich aber noch 2 Gasflaschen drin extra. Also ich bin Winter ziemlich autark, ja.
Der Vorteil ist natürlich von dem Fiat, der ist sehr leicht im Vergleich zum Iveco. Hat er noch Zuladung jetzt im Moment oder bist du nah dran? Also ich bin, wenn ich noch die Hade hinten drauf habe, dann bin ich Voll. vielleicht 20 drüber. Aber er hat Zuladung. Also ich habe hier so, du hast halt nicht viel. Du siehst, wenn du später reingehst, du warst ja noch nicht drin, ja, aber wenn du reingehst, wirst du sehen, das hier ist halt die Garage, mehr ist nicht. Ja? Und, das hat aber einen Grund, warum die so klein ist. Ja, Du hast nämlich hinten eine Rollergarage drauf gemacht. Wenn wir gleich reingehen, ich habe es ja anmoderiert, da habe ich gesagt, du spielst Golf? Genau. Okay. Oder ich versuche es wenigstens einmal so. Wer kann schon Golf spielen? Das Handicap, was sagst du? 0? Gar keins, ich weiß nicht. Ich mache es für meine Kunden, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie ein Turnier gespielt. Du hast kein Handicap? Nee. Krass. Nee. 0? Ich mache es nur aus Spaß für Fun. Mit meinen Kunden. Und da spielst du so gut? Also meine Kunden spielen mit mir, sagen wir es mal so. Und die ärgern sich immer. Also ich glaube, die spielen mit mir und dann ärgern sie sich, weil ich so schlecht bin und ich bin so viel besser dann. Aber also ich spiele mit Menschen, die 10 Handicap haben, sagen wir es mal so. Aber ich weiß nicht, was ich habe. Du hast viel nachgerüstet, also man sieht das hier schön, da ist unter anderem hier der Rollerträger. Geile Nummer, also das war super, der kann 280 Kilo kann der tragen, der Träger. Weil ich hängt direkt an der Karosserie, gell? Genau, unten kannst du abnehmen, wie du jetzt siehst, genau, oder dran lassen mache ich meistens und dann habe ich Roller oder Harley drauf. Ja? Du kannst ihn abnehmen ohne Werkzeug, oder? Ohne Werkzeug, ja, einfach die Klemmen lösen, ab. Dann ist es gut. So, also so viel können wir schon mal sagen. Er kostet unter 100.000 Euro. So viel ist es schon mal. Da darf man das sagen? Ja, darf man sagen, weil ich ehrlich gesagt habe. Aber noch keinen Preis nennen. Ja, also, Nee. dass wir das sagen. Er kostet unter 100.000. Er ist Frankia-Qualität. Also, das ist ja immer noch Manufakturqualität. Das ist jetzt keine Taktfließbandanlage oder sowas. Nein, erstens ist es deutsche Verarbeitung, muss man sagen. Und Frankia, ich bin positiv überrascht. Ja. Ich habe vorher einen anderen gehabt, sage ich jetzt nicht. Aber ich sage mal so, Welten besser. Und ich bin total happy. So, der ist nicht aufbereitet. Wenn der kommt, wird er aufbereitet. Der muss einmal kurz in die Werkstatt. Was Schlimmes? Nee, einfach nur vorne mal gegengeknallt und das muss einfach wieder gerichtet werden. Also das heißt einfach mal, weißt du, Hubschützen losgelassen, ja, und dann einfach Gang nicht drin gehabt, ja. Zeig mal, wo ist das? Ich habe es vorne gesehen, vorne links, oder? Ja, vorne gerade, nee, ganz gerade, ne? Das ist ein bisschen eingegangen. Dann wurde Das war wahrscheinlich ein doofer Tag für dich, oder? Ja, war ein sehr doofer Tag, sehr doofer Tag. Ist jetzt auch eine Versicherung gemeldet, ja. Und, Der ist Vollkasko versichert. Ja, klar. Ja, das ist anders. Ja, ja. Da vorne ist das GFK ein bisschen kaputt. Ja. Es war jetzt nicht, ich sag mal, kein schlimmer struktureller Schaden. Nee, war auf dem Parkplatz und einfach ein bisschen vorgerollt. Ja. Aber es sind halt 5,8 Tonnen, ne? Muss man sagen. Ne? Okay, also das wird noch gemacht, das wird dann wie neu sein, richtig? Ja, alles wie neu, auch die Scheibe wird noch ausgewechselt, weil ich habe es zwar so, kennst du ja bei Carglass, wenn man es dann machen lässt, ja, gefällt mir nicht, lasse ich auch auswechseln. Die Scheibe war jetzt durch den Unfall nicht kaputt, Nee, das war nur nee. Steinschlag, oder? Nur Steinschlag, genau. Okay, aber ich habe es verstanden. trotzdem verätzen lassen oder wie das heißt, oder verlöten. Das heißt auch die Seiten, die jetzt im Moment da ein bisschen gelitten haben, das heißt unten der Stoßfänger ist ein bisschen reingedrückt worden? Ich weiß nicht, ich habe einen Gutachter da gehabt und der meinte, das muss man dann, wenn man in die Werkstatt geht, aber das mache ich erst, wenn ich den dann auch zum Kauf anbiete, weil im Moment, du, fährt alles gut. Gutachter hat gesagt, alles in Ordnung, kann ich mitfahren. Es gibt nämlich den nächsten neuen, aber du liebst dein Schätzchen. Du hast dir einen Grundriss gegönnt, der ist, glaube ich, so einmalig. Komm, wir schauen mal kurz hier in die Klappen rein, was ist da drin? Da ist jetzt Gasflaschen auch nochmal drin. Ja, das siehst du mal. Ja, die habe ich so. Die Reifen sind okay? Ja, super, alles gut. Reifen sind jetzt die Sommerreifen schon drauf. Ich bin Hast du Tankgasflaschen? Echt? Zusätzlich zum Gastank? Ja, klar. Die habe ich zuerst gehabt, deswegen. Also ich habe immer so wieder nachgerüstet, so Stück für Stück. Ich habe das Wohnmobil jetzt 6 Jahre. Ah, die sind geil. Ja. Das ist Alugas-Tankgasflaschen. Die kosten allein 2.000 Euro Ja, ungefähr? richtig, ja, richtig. Und das Ganze reinmachen, absolut. Ich habe es auch mal rausgemacht, weil ich wollte eine Waschmaschine reinmachen lassen. Aber du kriegst ja keine. Weißt du, die kleinen, die glaube ich, hast du auch drin. Ich kann ja eine besorgen. Echt? Also ja, Okay, die dann kommen aus Spanien und aus Frankreich. Dann lass uns mal drüber reden, würde ich mich sehr freuen. Ja? Du meinst die Kannst du die Kamera Dings, anlassen, wenn du mir das im Preis noch sagst? ist Dio Mini, die kostet glaube ich 320 Euro. Kostet Ist es die an die Wand oder die du reinstellst? das ist die Wand. Also die Wand, Ja, dann die, ist das die, möchte ich meinen. genau, ja. die Dio Super. Mini, die läuft auch selber ab Unbedingt, und unbedingt. so. Da was da drin? Ja. Guck mal, das habe ich jetzt neu machen lassen. Das habe ich jetzt gerade, weil dann siehst du, dass ich nicht vorhatte, den zu verkaufen. Ein Auszug. Ja, genau, so einen schönen Auszug, weißt du. Und da habe ich jetzt mich einfach vorbereitet. Für den Winter habe ich alles gar nicht gebraucht, ja, wo man Sachen einfach reinmacht. Das ist die Heizung, die geile, die ich auch getestet habe. Die große ist es sogar, ja, genau. Die habe ich bei dir auch gesehen und dann alles Mögliche. Wenn du mir gerade mal die mal zeigst in die Kamera, dass die Leute es wissen, das ist eine Heizung, die polarisiert, weil die kostet ein bisschen Geld. Aber sie hat den Vorteil, dass wenn du das Ding zum Beispiel abstellst, du ganz prima ohne die Hauptheizung einfach Temperatur halten Die kannst. ist super leise, super leise. Ich habe extra die genommen, die richtig so die leiseste von allen und auch die super
wie soll man sagen, auch einen ganz tollen Wärme hat. Ja. Und dann habe ich alles Mögliche. Ne? Guck mal hier, kennst du das hier? Das ist auch geil. Ich weiß nicht, Nee, was ist das? Das ist eine Toilette. Eine Toilette? Ja, guck mal, das gibt nichts Geileres als das. Ach du hast jetzt drinnen keine Toilette eingebaut. Doch, ich habe eine Toilette drin, aber ich dachte, weißt du, wenn die mal nicht geht, ich habe eine Festtanktoilette nachgerüstet. Ja? Also eine, mit, wie heißt denn, mit einem Tank. Du hast eine Festtanktoilette drin, im Frankia. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt, ich hole mir noch das hier. Ist total geil. Guck mal, die ist noch nie benutzt worden, ne? Nee, klar, ne? Ich dachte, die nehme ich einfach mal, wenn irgendwas sein soll. Ne? Die ist mir mal eingefroren, was nie wieder passiert. Aber einmal ist passiert, du weißt ja, einmal ist Keimann, dann habe ich gesagt, nehme ich die jetzt mit. Komm. Was ist das jetzt für ein Hersteller? Da kommt Beutel rein oder was? Ja, genau. Da machst du einfach den Beutel da rein und dann stellst du sie so hoch. Das ist eine tolle, kannst du anfassen. Das ist ein super, ich weiß gar nicht, was für ein Material war, gekleutertes GFK. Ne? Also das kannst du toll. Und dann machst du den Beutel rein, machst ihn raus. Und das ist aber gewährleistet, wenn du drauf sitzt, dass es dann nicht zusammenklappt. Also wenn du gerade Einlage gemacht hast. Ich habe es noch nie aufgebaut, aber da ist ein Ding drin. Guck mal, das kann man sehen. Das mal, wenn das interessiert. Siehst du? Diese Klammer, okay. Die machst du dann fest. Guck mal. Und dann hält das. Genau, dann hält das, genau. Krass. Und das Tolle ist halt einfach, die Beutel, was ich so gut finde, die kannst du dann auch im normalen Müll tun, weil das sind diese wie die Hundenbeutel für Menschen. Ja, du bist totaler Fan von Gurken, muss man sagen. Das hast du mir vorher erzählt. Von Gurken? Gurken, ja. Ja, ja. Salzgurken. Ja, genau. Die sieht man hier nämlich. Guck mal hier. Da sind sie. Ja, weißt du warum? Weil ich liebe erstmal die Gurken, wenn ich keine Zeit habe zum Kochen. Und wenn ich koche, aber dann koche ich gleich so, dass ich das Zeug irgendwie dann in Gläser machen kann. Und dann habe ich einfach 2 Tage was davon. So, das Geile ist, du würdest auch sagen, du bist jetzt Markenbotschafter für Frankia, denn die bauen gute Autos. Du hast ihn damals im Werk gekauft? Absolut. Ich habe es direkt bei Frankia gekauft. Ja, frage mich jetzt nicht, wie es heißt, aber bei Frankia. Und war das Messefahrzeug. Ja, da gibt es auch schon einige Videos davon. Okay. Auch wie ich schon besitze, aber das war am Anfang. Und weil das halt so einen wirklich ganz tollen, einen besonderen, eine Raumaufteilung hat, die ich total so wollte. Also ich hätte mir gerne ein Wohnmobil wieder so bauen lassen, aber die Zeit. Wir gucken gleich rein. Wir müssen ein bisschen Spannungsbogen erzeugen, das weißt du ja. Wenn man die Frau gleich nackt sieht oder den Mann, ist das nicht spannend. Man muss ihn, wenn er ihm gefällt, langsam entblößen. Das tun wir gerade. Warte mal kurz, wir gucken mal hier ran. Ja. Also da siehst du auch schon, Minimalismus heißt, was krass ist, ich habe 2 Klappräder normalerweise da drin, so von Frog, ich weiß nicht, ob du die kennst. Diese. Nee. Cool, habe ich aber jetzt nicht dabei. Und hier guck mal, was alles reinpasst. Ja? Also ich habe hier 4 Stühle drin, also 2, die man so zu sich Harmonika zusammenklappen kann. Dann die hier, Tische habe ich drin, nochmal extra Kabelrolle, was man nicht braucht. Also ist doch noch ein bisschen Schauraum da. Aber absolut. Was du nicht hast, ist diese große, riesen Garage, die alle haben. Ja. Dafür hast du ja den Rollerträger hin, da kann man auch Fahrräder drauf machen, theoretisch. Du entscheiden zwischen, willst du Sachen im Outdoor machen oder du guckst, dass du ein Mobil hast, was wohnlich ist. Und ich habe mich fürs Wohnen entschieden. Ja, du hast ein Heckbad, so viel kann ich schon verraten. Ja. Das habe ich gerade gesehen. Das Ganze ist ein sehr schmales Fahrzeug. Das kommt natürlich der Handlichkeit enorm zugute und natürlich dem Grundgewicht. Das heißt, je schmaler das Auto ist, desto leichter wird es. Okay. 2,30 Meter? Ja, 2,33 Meter, genau. 2,33 Und 3,30 Meter 30, nicht mehr, also vielleicht noch ein bisschen drunter. Die war dabei, die Hubschutzenanlage? Nee, alles ist bei Goldschmidt einbauen lassen. Also das war alles nicht dabei. Luftfedern, da hat 4-fach Luftfedern drin. Die Hubstützen habe ich hier bei Goldschmidt hier. So, auf dem Dach, also das heißt GFK oben, unten so gut wie kein Rost, sagst du mal, also ein bisschen Flugrost. Also was die halt so haben, weil das klar. Sie hat was, ja. So, du hast ihn noch nicht aufbereitet. Du bist Harley-Fahrer? Ja, mit Leib und Seele. Gott, das heißt Golfspieler und Harley-Fahrer. Eigentlich dürfte ich mich gar nicht mit dir unterhalten. Und Yoga mache ich auch noch. Yoga? Genau. Du kannst alle Übungen? Nein, ich mache nur ein paar Übungen oder so. Ich finde es toll, wenn man so verschiedene Sachen macht. Ja, meine Frau macht Yoga, da kriege ich immer Angst. Wenn die, ja, am Anfang hatte ich auch Angst, aber es geht. So, Zustand, den würden wir dann noch ein bisschen, ich sag mal, aufbereiten, das wäre ganz klar. Also vorne, es wird gemacht. Dann ist ein Fliegenschutzgitter drin, sag mal bitte. Ja, genau, ganz normal, wie du es kennst. Also, das habe ich auch neu machen lassen, also damit das auch wieder schön geht. Manche Sachen habe ich auch erneuern lassen, wie die die Waschbecken und manche. Raucher, bist du Raucher? Nein. Bist du also Zigarrenraucher bin ich, aber ich rauche nicht im Wohnmobil. Draußen? Ja, klar. Okay. Oder mit guten Freunden. Also es riecht nach nichts, so viel kann ich sagen. Also wenn ich jetzt gerade höre, du hast was ganz Interessantes, hast du das Holz neu machen lassen? Nee. Die haben damals helles Holz gehabt? Die haben das helle Holz gehabt und vor allem das Tolle. Wenn du drüber fährst, also kannst du mal beschreiben, es ist wie echt Holz, wenn du drüber fährst. Deswegen fand ich es so geil. So, der riecht schon mal zunächst mal nicht. Was spannend ist, ist das Holz, weil die Holzfarbe kam erst viel später. Eigentlich war 2014 eigentlich so Kirsche, dunkel.
und so weiter. Das ist auch nicht gegangen bei Frank. Ja, ich wollte es ja eigentlich machen lassen, dann sagten die geben es nicht in Serie, weil das war zu modern. Das Wohnmobil, kannst du das vorstellen? Das kann ich mir vorstellen. Also damals hat das kein Mensch gekauft. Ja. Dann das dunkle Leder passt natürlich perfekt zu dem hellen Holz. Absolut. Alles Leder und auch schön mit Lederpflege. Und die Hussen habe ich nur drauf gemacht, aber sonst kann man die herunternehmen. Ja. Das Sensationelle ist weniger hier vorne die Sitzgruppe. Da sagen die Leute, nein, sensationell. So sieht doch jedes Wohnmobil aus, stimmt. Aber... Warte mal. Was hast du denn? Du hast ein 2 auf 2 Meter Bett. Ja, das zeigen wir gleich. Also, ich muss doch erstmal den Spannungsbogen. Guck mal hier oben. Okay, ich zeig's. Hier ist ein Hubbett. Oh, jetzt hat er mir gerade die Pointe versaut. Warte mal. Weißt du was, setz dich doch mal kurz hier rein. Nee, du kannst das schon gut. Das Starke an dem Grundriss ist einmal hier, du kommst hier super vorbei. Der Tisch ist erweiterbar. Ja. So wie, glaube ich, Standard. Ne? Standard, ja. Also das Tolle ist nur bei dem Tisch, dass du unten noch 2 Flaschen reinmachen kannst. Und ja, ansonsten ist es alles ein bisschen praktisch. Ja. So, wer ist Hagmeier? Hagmeier bin ich, ja. Okay, das ist der Nachname. Das ist mein Nachname, genau. So, ist jetzt raus, weil ich habe schon gefilmt, was da ist. Das heißt, du hast die beziehen lassen. Könnte man aber auch, wie ich heiße, Herzog. Das Haar könnte man auch recyceln. Das kannst du, genau. Vielleicht kauft es jemand mit Haar. Ansonsten ist es allerdings nur reingemacht. Ja. So, also es riecht sauber. Feuchtigkeit hast du machen lassen, immer schön Kontrolle? Ja, klar, ja. Absolut. Und einige Sachen auch erneuert, wie Fenster, siehst du ja gleich. Okay. Ja. So, jetzt komm, wir haben es eh schon hier jetzt die Katze aus dem Sack gelassen. Dieser Grundriss hat was ganz Besonderes. Es hat nämlich das Bett vorne, das heißt, es nimmt dir keinen Platz weg. Dafür hast du hinten ein Wohnzimmer. Ja. Und zwar offen, das bedeutet Küche. Genau, das ist Küchenbereich, muss man auch gut erklären. Hier bist du eine Küche mit Gasofen, hast du ganz normal Gas, hast 2, also eine Pizza und einen Backofen drin. Ja? Dann unten habe ich so meine Gewürze nochmal drin. Du guckst ja gerne rein, glaube ich. Ja? Siehst du mal, wie das ist. Also ich koche auch gerne, muss man sagen. Ich probiere das einfach auch aus. Und man kann auch kochen hier drin. Ah, super. Du siehst ja, die Größe ist da. Kühlschrank hier. Guck mal, ist der Gasvorrat, langt der denn? Ja. Du, ansonsten ist ja überall, kannst du überall Gas tanken. Ich habe ja noch extra sowas einbauen lassen, nochmal für extra Getränke nochmal. Getränkekühlschrank. Ich fühle mal da rein, weil das sieht sehr interessant aus. Ja. Bist du auch mal nüchtern? Ja, ich fahre alkoholfrei, ist für mich ganz wichtig, bis auf einen guten Rum halt. Ne? Das ist das Einzige, was ich... Das heißt, alles, was hier drin ist, ist alkoholfrei? Nee. Leider nicht. Okay. Das ist für Gäste tatsächlich. Ich habe Kunden bzw. Gäste manchmal, die sagen, hast du was Leckeres? Dann sage ich, komm, wir setzen uns hier hin und dann kriegen die auch was Leckeres, ja. So, du bist nicht von der Xbox-Fraktion, du bist von der PlayStation-Fraktion. Hast du schon gesehen, gell? Nee, ich habe die Controller gesehen, die sind da oben. Okay. Ja, PlayStation, hier unten meine Kitties, ich habe 2 erwachsene Kinder. Wie alt sind die? Oh Gott, 25 und 30. Ja. Schön. Hier vorne ist die Bohrmaschine, Bohrschrauber. Genau, aber ich habe noch richtiges Werkzeug, ich habe ein schönes Werkzeug. So, das sind deine Zigarren. Was hast du drin? Jetzt keine mehr drin. Nee, hatte ich leer, weil ich habe ja eine Entgiftung gemacht und habe ich die letzte geraucht, deswegen ist keine mehr drin im Moment. Du hast aber nur draußen, also man riecht hier drin nichts. Nein, ich habe nur draußen, ja klar. Das ist auch, guck mal, das kannst du auch rausnehmen, also das ist alles nur so draufgestellt. Ja. Draufgestellt. Hier vorne ist noch ein Schrank, machen wir auf. Bitte. Ja, genau, also hier, da du siehst, was das Business halt ist. Also erstmal mein Lieblingsgerät, der Staubsauger, dann mache ich auch sauber. Und hier hast du halt meine Anzüge. Warte, ich zeig mal gerade. Ist das noch Anzüge im Moment? Ist das so drin? Ja, Anzug habe ich schon. Wenn ich doch mal auf der Bühne stehe, dann habe ich doch einen Anzug an. Und hier habe ich dann halt die privaten Klamotten drin. Oder halt die Hardy-Sachen. Sag mal, wenn du auf der Bühne stehst, hast du ein Skript? Nee. Ich bin frei. Ja, ich kann auch nicht mit Skript, das kann ich nicht. Ich nenne das Business Comedy. Also man lacht dabei und wenn man dabei noch was lernt, ist auch super. Jetzt hast du noch einen Kühlschrank? Den da, ja, genau. Das ist ein Kühlschrank, richtig? Das ist ein Kühlschrank, ja, richtig. Den habe ich jetzt nur nicht an, weil es zu kalt ist. Aber das ist mein normaler Kühlschrank, der hier. Ja, das siehst du mal. Da sind so Sachen halt drin. Ja, genau. Der ist riesig. Ich liebe den großen Dometic. Ja. Ich glaube, den bauen die gar nicht mehr oder bauen sie doch noch. Aber ich weiß nicht genau. Man sieht den immer seltener. Ja, aber ich finde den toll. Du siehst ja, der ist nach unten. Ist nicht wie ein Hochkühlschrank, aber das ist, weißt du, super Platz da drin. Und im Moment ist er voll, weil ich tatsächlich jetzt 3 Wochen unterwegs sein werde. Du hast viele Sachen vorbereitet hier zum Essen, oder? Das ist das, was ich meine mit meinen Gurken. Das hast du ja gesehen gehabt. Ne? Das ist das, was ich habe so eine ayurvedische Kochkultur entdeckt und das finde ich lecker. Und wenn ich mal keine Lust habe zum Kochen, dann wird einfach was warm gemacht. Der große Herd ist natürlich toll, der Dometic. Also, da vorne ist das hier eine Sache, die du immer wieder änderst hier? Ja, aber im Moment ist das mein neues Yoga-Programm. Das siehst du, also ich kann aber nichts verheimlichen. Also das siehst du mal, ne? Genau. So, dann Dunstabzug. Und hier Dunstabzug und hier siehst du mal, wie schön man sowas einrichten kann. Ich bin Halbtagskoch, das siehst du halt auch.
meine Sachen hier. Ja, das ist halt so ein Gericht, dass es halt funktionell ist. Ich habe ja von Minimalismus gesprochen und doch, dass man nicht so leben muss, dass man nichts hat. Darf ich mal fragen, du lebst hier drin? Nein. Ich habe 2 Wohnungen tatsächlich in Hamburg und Berlin. 2? Ja, man tut ja sonst nichts. Nein, die 2 habe ich noch aufgrund, dass ich halt nicht daran leben möchte. Aber ich habe den jetzt im Süden stehen, normalerweise. Und jetzt Wo im Süden? Heidelberg. Ach, das ist Süden. Ja, für mich ist es Süden, ja. Wenn nicht Spanien oder so. Nee, wenn du Hamburger fragst, ja alles, jenseits der Elbe ist ja Süden. So, und dann hast du hier unten Schubladen. Genau, hier hast du ganz normal, kennst ja Besteck und hier nochmal Jetzt ohne Witz, der ist jetzt 8 Jahre alt. Der ist so vom 6 Jahre. 6 Jahre. Ja. Der ist der Baujahr 2016 aus. 2014. 2014, dann ist er aber 8 Jahre. Echt? Ja. Du hast recht. Das ist reine Arithmetik. Nein, natürlich hast du recht. Ja. Kannst du mal Holz anfassen? Du hast jetzt die Hände voll. Ich nehme dir mal ganz kurz. Warte, ich mach mal. Pass mal. Fass mal an. Sag mal, wie es anfühlt. Fass mal richtig so hoch auch immer. Das fühlt sich an wie Holz. Oder? Ja, schon. Ne? Und das hast du hier überall. Ja. Und das haben die nicht in Serie gebaut damals. Nee, die haben das Holz schon gemacht dann in anderen, aber im Moment so ist das, haben die das dann auch. Den haben sie nicht gemacht, weil sie gesagt haben, die Leute sind zu zweit unterwegs. Oder ich weiß es nicht. Heute geht's. Heute weiß ich. Heute werden viele solche Lounge-Mobile gebaut. Viele bauen sich die auch selber. Und ich finde halt selber bauen. Ich habe mit vielen gesprochen, die sowas selber bauen. Und die machen mir keine Kurven rein hier. Du siehst diese ganzen Kurven. Die machen alles eckig und das gefällt mir nicht. Ich liebe Kurven. Hier oben ist so ein Mikrofaser. Genau, Stoff. Den habe ich auch noch nachträglich reinmachen lassen. Du hast eine fette Truma Aventa drin. Ja, hast du die ab und zu mal an? Die habe ich tatsächlich im Jahr, wenn es hochkommt, eine Woche an. Du hast 2, wo ist die zweite? Die zweite ist unten im Boden unten drin. Achso, nicht genau. Unterflur. Unterflur siehst du die zweite. Und dann hast du hier die Auslasser hast du dann da seitlich, genau. Strom, was hast du hier an Strom? Wie meinst du Solar? Batterie? Achso, Batterie. Super Dings, wie heißt es? Lithium. Ja, Lithium auf jeden Super Fall. B. Ja, 120, 2x120. Also 240 Ampere-Stunden. Ja, genau. Solar auf dem Dach. Wechselrichter. Genau, ich habe hier eine Efeu-Anlage nochmal drin. Eine Efeu? Ja, ist richtig geil. Also im Winter rettet die mich. Warum? Erzähl mal. Ja, weil so ein Solar lädt nicht wirklich auf, ist düster und so. Und dann habe ich Efeu und ich brauche im Winter, ich bin ja im Winter auch geschäftlich unterwegs, langen mir 2 so Kanister und dann habe ich das ganze Jahr über eine Efeu-Anlage. 2 lang im Winter? Ja. Die kosten was, 30 Euro? Ja, 20 Euro. 19 Euro noch was, glaube ich. Ja. Die lang? Die lädt nicht viel, aber die lädt kontinuierlich immer wieder nach. Na gut, was ich nicht mache, wenn ich mit Efeu unterwegs bin und sehe, die Sonne scheint nicht, dann kann ich ja hier, guck mal, kannst ja gucken, hast du hier, mache ich dann maximal 80, das ist jetzt 100%, mache ich auf 80 und lad wieder und damit hat die kein Problem. Ja. Und ich fahre ja auch, ich meine 170.000 Kilometer sind natürlich auch immer wieder, lädst du ja auf. Booster, was kann der? 80 Ampere? 100? 500? Das ist ein großer, ich weiß es großer nicht. Booster. Ja, okay. Großer. Also während der Fahrt ist die Batterie ruckzuck wieder voll? Absolut kein Problem, genau. Und du siehst auch, also jetzt ist es auch nicht so. Also das heißt, wenn du schläfst, hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst hier einpennen, wenn du deinen Rum mal getrunken hast. Du kannst aber auch einfach das Bett runterlassen. Genau, das ist dann hier, was ist ein elektrisch hier? Elektrisch? Ja, natürlich. Und dann machst du hier runter. Alles elektrisch, auch das hier, Jalousie ist auch elektrisch. Was mir gefallen hat, halt wegen der Wärme oder Kälte, dass es halt richtig vollwertige wie zu Hause sind. Echte Jalousien. Ja. Das heißt, die haben auch noch Isolierung, ein bisschen Dämmung. Genau. Und das Bett hier, also das Bett hier, die Sitze muss natürlich kurz nur umlegen. Kann ich machen? Soll ich es mal machen? Ja, brauchst du nicht. Okay. Und dann siehst du halt das Bett. Und das Bett hat 2x2 Meter? 2x2 Meter, genau. Echt? 2x2? Fährst du raus. Ach, fährst du rauf? Ja. Das ist ein Längsbett? Ja. Das heißt, wenn du aber so fährst, schläfst du quer, oder? Also ich habe am Anfang mal so geschlafen quer, aber ehrlich gesagt habe ich mir eine neue Matratze reinmachen lassen und dann habe ich gemerkt, Lattenrost ist ja so längs, also schlafe ich wieder Lattenrost ist. Ja. Okay, ich schlafe besser. Du ziehst die einfach zu dir? Ich raus, genau, hab unten einfach, lässt einfach die Stützen raus. Siehst du hier? Das Stützen? Die lässt einfach runter, genau. Ja, dann ist es richtig stabil. Ja. Okay. Also dann hast du dann einfach... Und die Stützen stehen wo denn? Ach da, okay. Boden, alles klar. Am Boden, genau. Okay. Ja, also jetzt habe ich einen Koffer, aber ich habe halt ein bisschen Gepäck dabei, weil ich noch habe ich Bücher drin ohne Ende. Also. Wir zeigen gleich mal deine Bücher. Das war mal ein bisschen Werbung für dich. Doch, unbedingt. Ich bin gerne im Hintergrund. Ja. Hast du schon gemerkt, gell? Ja, weil du bist ja wirklich ein ruhiger Typ. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so auf der Bühne stehst. Ist das irgendwie ein anderer Mensch, wenn du auf der Bühne stehst? Ja, das sieht schon anders aus, ja. Bist du da anders? Bist du da irgendwie mehr aufgedreht? Ja, natürlich, total. Ich bin auch aufgeregt, aber ich habe 2 Gesichter, aber ich bin auch im Coaching-Bereich, weißt du, deswegen.
ist das auch so. Ja, da habe ich dann die Gasanlage, nochmal die vorne. Aber was ich auch gemacht habe, ich habe solche Dinger eingebaut, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wo du dann mit dem Handy gucken kannst, wie die Pegel. Also Sensoren. Sensoren. Hier, die Markise ist natürlich elektrisch von Thule, die hast du nachgerüstet. Nee, die war, aber was ich nachgerüstet habe, ist dann das Band. Und das elektrisch ist, genau, stimmt. Die war normal und ich habe gesagt, ihr könnt doch nicht so mobil verkaufen und dann mit Kurbel. Ja, klar. Der geht jetzt kaum, weil ist ja voll. So, wenn du mal gerade da aufmachst. Ja, das sind halt Business-Taschen, Einkauf, Rucksäcke zum Fahren. Sag mal, wenn du da jetzt, ich nehme an, dass du in Frankfurt bist, in der Liederhalle schon mal, oder? Da auftrittst? Ja, war ich, Stadien? Warst du in Stadien? Nee, ich bin tatsächlich, deswegen sieht man mich nicht wirklich offiziell so wie andere. Ich bin nur dort, wo mich Kunden zu ihrer Veranstaltung, ich bin auf Kundenveranstaltungen. Gebucht. Genau, gebucht. Warte mal, ich mach dich mal gerade hell, dass man dein schönes Gesicht sieht. Da ist es. Ja, cool. Das ist so. Aber komm. Das ist auch geil gemacht. Was ist das? Das ist geil. Die kannst du rausstellen. Guck mal. Und die ist Regen. Also kannst du im Regen stehen lassen. Alles gut. Und guck mal, die ist einfach so. Einfach eine Lampe. Eine tolle Lampe. Für draußen. Geil, ne? Was es alles gibt. Krass. Du hast das Fahrzeug seit wann? Seit 2014 dann? Ja, 2015 habe ich es. 2015. Ja, also es war auf der Messe, dann genau. 2014. Und dann habe ich 2015 das gekauft, weil die gesagt haben, die tun das halt nicht produzieren. Ne? Eigentlich schade, oder? Ja. Toller Grundriss. Seiner Absolut. Zeit voraus. Absolut. Die haben gesagt, und ich habe es gehört, dass es schon 3-mal gebaut ist, aber nicht in Deutschland, sondern ins Ausland. Ich glaube England und Frankreich ist eins, aber nicht so wie das, weil das ist nochmal anders, ja, ein bisschen ein paar Sachen. So, liebe Zuschauer, schreibt mir doch mal bitte rein, wie ihr diesen Grundriss hier mögt. Geht doch mal bitte rein in die Couch. Das haben wir, dann komme ich mal zu dir. Denn das Besondere hierbei ist, das Feeling hat nichts zu tun mit Wohnmobil hier drin. Wir sind auf 2,33 Meter und es fühlt sich an wie ein Apartment, oder? Absolut, absolut. Also das ist das, warum ich es auch gekauft habe, weil du sitzt jetzt da, du hast wie ein bisschen Heimfeeling. Ne? Also du sitzt zu Hause am Wohnzimmer, ne? Guck mal, du kannst das hier verschieben, dann kannst du deinen Kopf noch anlehnen. Das ist Serie. Das ist Serie, genau. Was nicht Serie ist, dass da Teppiche dran sind und dass diese Wand, die Pinnwand, Magnetwand, die ich da habe ich halt diese Wand angepasst, aber die war auch Serie. Die Wand war sehr, die schwarze. Ja, diese Steinimitat. Mhm. So, drunter hast du indirekte Beleuchtung. Sag mal, das hier ist doch voll auf der Höhe der Zeit im Moment. Also wenn ich jetzt gucke, ich kenne ja viele Wohnmobile 2014, da gehst du rein, da sagst du, ja, das war damals so 2014. Aber hier, wenn du hier reingehst, denkst du, das ist ganz aktuell. Oder? Also ich höre das auch so, aber ich würde es heute tatsächlich heute nochmal so bestellen. Wenn es einfach, was ich jetzt gucken würde, ist halt auf 7,5 Tonnen kommen, weil ich aber mehr mitnehmen möchte. Gerade die Bücher sind halt schwer, kann man nicht anders. Gut. Ich gucke mal gerade hoch. Frankia hat an allem gespart. Nee, hat er nichts gespart, aber sie haben drei Fenster eingebaut. Die da sind neu sogar, die habe ich neu gemacht, weil die anderen tatsächlich gebrochen waren von Dingen. Dann haben die mir gesagt gehabt, dass die nicht gebaut werden, haben die Einzelanfertigung gemacht. Und da hatte ich doch das Glück gehabt, dass sie mir das in Garantie gegeben haben. Jetzt habe ich gerade von 2-3 Monaten einbauen. Das heißt, Frankia hat dir nach 7 Jahren oder 8 Jahren Garantie gegeben? Ja. Ach so, wegen der Dichtigkeit, oder? Genau, ich habe es über Dichtigkeit dann gemacht. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Und aber Frankia hat dir nach 7 Jahren, gab es da viele Diskussionen? Oder nein, nein. Ich muss auch sagen, ich habe ein gutes Verhältnis zu Frankia. Ich bin ja Coach. Okay. Coach für Frankia, oder? Ja, die sind ja nicht mehr da, die da waren. Aber damals waren coole Leute da, auch die Geschäftsführer sind ja alle. Das ist ja französisch geworden, Frankia. Okay. Pilot, glaube ich, ist das jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, wir können ja mal zeigen, ist ja witzig. Das ist eins seiner Bücher. Gehen wir gleich mal drauf ein. Was total interessant ist hier dieser kleine Kamin, den du da gebaut hast. Ja, der ist total toll. Den habe ich überhaupt nicht gebaut. Kennst du nicht? Das habe ich mal. Ich glaube, den habe ich das meist verschenkte Tool, was ich hier habe. Ist das China? Ich weiß nicht, ich habe den bei Butler oder so gekauft. Für 10 Euro. Guck mal, das ist doch geil, oder? Abends Stimmung. Ja. Yeah. Und das hier ist so ein bisschen, wenn du fragst, was mache ich, das ist das Thema. Guck mal, Ente, Adler. Das ist meine Freundin. Darum geht es. Taten statt Quaken, das ist mein Thema. Taten statt Quaken? Ja, nicht also weniger reden, machen. Ja, genau. Ja, wie es nicht geht, wissen alle. Und keinen Erfolg haben wir schon. Entspannt euch. Das habe ich schon mal gehört. Keinen Erfolg haben wir schon. Und wie es nicht geht, wissen alle. Ja, ich meine, du bist das? Mein Buch ist jetzt 14 Jahre alt und in der 10. Auflage. Also jetzt nicht das zweite. Ja. Ist man da reich von eigentlich, wenn man Bücher schreibt? Überhaupt nicht. Ja.
sondern das, was du machst daraus. Ja, davon kann man. Aber ich würde nicht sagen reich, sondern ich kann davon leben. Ich finde es toll, dass ich das Produkt bin. Ja. Aber ich arbeite auch dafür viel. Ich meine, hat mich ja auch ziemlich viel Energie, Zeit und auch manchmal Gesundheit gekostet. Ja. Das Problem ist immer, ich bin ja auch viel unterwegs und ich fühle mich, weil die Leute immer sagen, hast du ein tolles Leben, du bist am Campingplatz, alle sind da und so. Ich fühle mich aber manchmal ein bisschen einsam, wenn ich ohne Familie und ohne weg bin. Freiheit macht auch einsam, muss man ganz klar sagen. Ja. Ich höre das auch mal mit den Menschen sagen. Erstens sagen, Mensch, hast du ein Glück? Dann sage ich erstens, das Leben habe ich mir ausgesucht und du hast dir deins ausgesucht. Und zweitens kann das ja jeder tun. Ja, aber die Menschen sind oft nicht bereit dafür, jetzt kommt es nämlich genau, Feierabend zu machen und dann ihre Freunde nicht zu sehen. Ja. Oder nach Hause zu gehen und gucken, dass halt alles klar Schiff ist. Ja? Hier musst du dich um alles kümmern. Hier ist keiner, der putzt, hier ist keiner, der kocht. Du stehst manchmal irgendwie blöd, das kennst du ja selber, ne? Weil ich stehe zum Beispiel, ich frage mal die Menschen, kennst du Camping? Dann sagen die ja, dann sage ich, siehst du, das mache ich nicht. Ich stehe auf Stellplätze oder so wie hier oder am Rand irgendwo. Also ich bin tatsächlich immer autark oder bei Kunden auf irgendwelche Fabrikgelände. Mhm. Aber es ist manchmal so, weißt du, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich so, ich bin ja jetzt nicht so viel unterwegs, aber ich freue mich immer wieder wie Bolle, wenn ich nach Hause komme, meinen Sohn in den Arm nehme, meine Frau, die Hunde, die 3 Stück und weil viele dann sagen, naja, du hast ein Traumleben, du bist ja da immer im Camper, A, stimmt das nicht und B, glaube ich, dass wenn nicht alle mitmachen, weißt du, absolut, dann ist das auch wieder doof. Ja, weil wie alt sind deine Kinder? Ne? Ich meine sind, guck mal, überleg mal, ich mache seit 6 Jahren. 33 sind die Kinder. Oh Gott. Ja, ich habe Zwillinge und bin schon zweifacher Opa. Du auch schon Opa? Nein. Nee. Und ich habe einen Sohn, der ist 9. Also der okay, dann hast du klein. Und ich habe ja nichts Kleines mehr. Also somit ist das für mich, und getrennt bin ich auch. Also somit ist das für mich jetzt erstmal so, das Leben habe ich mir jetzt ausgesucht, aber ich habe auch dieses andere Leben gehabt. Ja. Du hast, ich sag mal, du liebst das Auto hier? Ich liebe das total. Das ist, also für mich ist das, wenn man sein Home Sweet Home lieben kann, ja, dann muss ich sagen, ja, das ist schon so meins. Okay, da vorne sehe ich gerade, da hast du die Pinnwand. Was ist denn, wenn du hier liegst? Die Couch ist ja auch nicht umgebaut. Ist sie gemütlich? Absolut. Also das hier, die Couch, die kannst du hier noch rausmachen. Also jetzt nicht rausziehen, sondern rausmachen. Dann kannst du das Hinterteil da drauf. Also hier haben schon 4 Leute geschlafen. Da zwar, also zu zweit hier und da zu zweit. Also das ist kein Thema. Das geht. Ja, guck mal, die geht dann so weit raus, wie das. Warte, ich komm mal. Zeig mal. Bis dahin. Kannst Zeig das mal nicht machen? Also geht nicht. Nee, genau. Kann ich jetzt nicht machen, weil ich noch ein anderes Teil dazu brauche. Das habe ich aber rausgelassen. Aber es sieht hier saugemütlich aus wegen den Kissen. Ja, guck mal, du siehst ja genau, Kissen weg. Siehst ja schon mal, eine Person kommt sowieso dahin. Ja. Dann machst du das hier noch weg und dann fängst du an mit dem Umbau. Ich habe das jetzt nur anders gelöst, weil ich meinen Platz anders eingeteilt habe. Ja. So, und da vorne ist die Nespresso, darf nicht fehlen. Also hier, was ich toll finde, warte, ich gehe mal gerade hier in die Ecke, dahinter ist das Bad, da gucken wir uns auch gleich mal an. Was ich total klasse finde, ist dieses ganz offene. Du hast also nichts, was in der Mitte dich irgendwie stört. Und das hat nicht Frankia, sondern wer hat das jetzt noch gemacht? Ich überlege gerade. Ich komme gleich drauf. Diese tollen Grundrisse von... Ich komme gleich drauf, ich darf nicht dran denken. Ja, dann geht's. Auch gerade. So, das Ding wird mal hochgefahren. Ja. Interessant, also zwei Klimaanlagen, das macht auch Sinn. Das heißt, wenn es mal richtig heiß ist, dann kriegst du... Also ich meine, es ist auch schon gut isoliert, muss man sagen. Deswegen auch die dunkle Farbe hätte ich nicht gedacht. Aber wenn du alles zumachst, auch oben die Dings, das langt, die eine Klimaanlage. Die andere im Boden, die mache ich sogar noch raus. Also wenn ich jetzt noch ein paar Wochen fahre, mache ich die unten sogar raus, weil den Platz, den gönne ich mir anders, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, weil da ist unten so ein Kasten drin, wo ich sage, okay, da könnte ich noch ein Schlauchboot reinmachen. Ne? Also phänomenal ist das Heckbad. Da nimmt dir keinen Platz weg in der Mitte. Ja, mach mal auf bitte. Ja. Das war mal. Und du siehst auch hier die Schränke, alles. Mach mal auf, die Schränke oben. Die sind nicht so tief, oder? Nee, das ist nicht so. Das ist nur so von der Ikea, ne? Was du siehst. Die passen genau da rein. Das genau rein. Aber das Coole ist, guck mal, da kannst du halt echt, mein System, guck mal. Die sind tiefer, gell? Ja, genau, die sind so tief. Und da hast du so ein System. Stopp. Nee, das war zu schnell. Zeig mal. Das heißt, du rollst die Jeans? Ja, das habe ich irgendwann mal angeguckt bei jemandem, der sagt, okay, Minimalismus leben zu Hause. Ja. Du kannst alles so klein machen. Guck mal, du hast die Hemden und die Sportsachen. Und wird beschriftet. Guck mal, ist da alles drin. Warte, ich zeig mal hier Sporthosen, ja, genau. T-Shirts. Weniger. Ja, Winterpullover. Ich habe jetzt halt die Sachen dabei und das ist total easy. Ne? Das heißt, wenn du weggehst, du kannst schon richtig schick unterwegs sein. Absolut, ja. Absolut, genau. Da hängen meine Hemden drin in den anderen Schrank, wo du gesehen hast. Ja? Wo denn? Guck mal hier, da sind die Hemden drin. Hier, wo die Jackett und Hemd. Guck mal, ja, hier. Da sind die Hemden. Okay, das heißt, du lässt reinigen, ja, die machen das dann auch? Also das lasse ich reinigen, ansonsten wasche ich die Wäsche natürlich bei mir zu Hause.
Ist das hier Magnet? Oder? Nee, ich habe mit Klettband. Klett. Genau, Magnet habe ich woanders. Okay, verstanden. Tolles, also die indirekte Beleuchtung. Ja. Kann man die Farbe einstellen? Ja. Ist sie so? Das habe ich jetzt nachgerüstet, dass du die einstellen kannst. Ich muss gerade mal gucken. Ist jetzt so ein Weiß. Ich habe jetzt gerade mal. Ne, So hell gerade. Ja, kann sein, dass das ja, geht. Ja, ist ja goldig. Ja. Ich habe es jetzt gemacht, weil ich gesagt habe, ich wollte das auch eine andere Farbstimmung oder so. Ja, man spielt halt dann. Wenn man länger mit dem Wohnmobil unterwegs bist, dann machst du so ein paar Spielereien. Ja, wie ich auch zum Beispiel jetzt auch solche, du siehst ja die hier, die waren auch nicht drin, die Kerzen leuchten, das kann ich jetzt nicht zeigen, aber du siehst durch das Gold, ne, füllt es das Ganze sehr schön aus. Und damit hast du ein anderes Licht, warmes Licht und energiebewusst kann man ja auch sein. So, warte, ich zeig mal. Ardeshir Hagmeier, Adi. Ist das schön, wenn die Leute dich beim vollen Namen ansprechen? Oder ist das Adi, weil viele... Also Menschen tun sich schwer, aber ehrlich gesagt, Adi ist völlig in Ordnung. Ich sage, aber es ist ja nicht so schwer, deinen Namen sich zu merken, den vollen. Ja. Oder ist es nur deine Mutter, die dich so nennt? Nee, gar nicht. Also eigentlich, ich würde niemand nennt mich Ardeshir. Adi, alle. Adi, ja. Da hättest du ja jetzt auch draufschreiben können, Adi, aber das klingt irgendwie cooler, ne? Ja, irgendwann habe ich mal gelernt, so, dass man irgendwann erwachsen wird, wenn man seinen richtigen Namen hinschreibt. Ja, und das habe ich, glaube ich, beim ersten Buch schon angefangen. So, quarkst du noch oder fliegst du schon die 33 Adler-Prinzipien? Sag mal, so ein Book-Layout, das ist auch total wichtig, oder? Ja, absolut. Das war damals mit dem Gabal Verlag. Ich habe ja verschiedene Verlage. Und du siehst, wir haben einen ganz tollen Zeichner, der Timo Würz, hat mir das gezeichnet. Ich finde das so wichtig, dass da ein bisschen Auflockerung drin ist. Absolut. Und ich liebe das ja so, wenn das so, du siehst ja überall Zeichnungen und so. Ich mag, dass die Menschen Spaß haben beim Lesen, so wie ich auch. Ich würde auch kein Buch lesen, was mir von vorne bis hinten irgendwie das erklärt. Und am Schluss frage ich mich, okay. Wenn du mal gerade die Rückseite zeigst. Ich will so gerade genau. das Foto. Was ist denn früher? Vor 10 Jahren? Ja, mindestens. Okay. Ja. Und du warst schon immer Autor, oder? Nee, ich war tatsächlich mal was Vernünftiges, habe ich gelernter Zimmermann. Also Handwerker. Ja, Handwerker, genau. Achso, du kennst dich aus, du kannst es auch beurteilen, ob das gut ist oder schlecht ist. Richtig, genau. Okay. Und ich habe auch schon das ein oder andere reparieren dürfen, also ich handwerke gerne, ja. Mhm. Aber mein Hobby, also nicht als Beruf. Schreiner. Zimmermann. Der Schreiner ist ja die das drin machen, was ich eigentlich im Nachhinein lieber gemacht hätte. Der Zimmermann kann aber mehr. Der kann, glaube ich, der kann Metall und Holz. Und Mauern, der versteht ins Handwerk, sag ich mal. Ja, toll. Also sehr, sehr beliebte Leute. Ja, du hast Apple TV hast du drin. Ja, genau. Das zeigt man gerade. Den Halter finde ich interessant. Ja, das ist jetzt Magnet, guck mal, habe ich einfach dran. Das sind so Sachen, manche mache ich dann einfach mit Magnet. Ganz praktisch, weil die Fernbedienung, da habe ich mir mit Klett, habe ich die mal angeklettet. Ja, das geht nicht so gut. So, Fernseher, habe ich verstanden. Was ist, warte mal, ich hatte Schränke, die ich noch nicht geöffnet habe. Ich glaube, hier oben haben wir noch nicht aufgemacht. Da haben wir da aufgemacht. Doch, haben wir aufgemacht. Ich zeige das gern. Das war guck mal hier mit den... Ja, genau, ja. Das war das. Ja. Aber so hatten wir, ich glaube, soweit hier alles. Hier unten habe ich noch ein Schuhfach reingemacht, ja, also nochmal, wo man noch mal gucken kann. Was ich toll finde, die Wohnraumteppiche, man kann die reinigen lassen, geht das? Ja, absolut. Ich habe es auch einmal schon gemacht. Ja, das siehst du, dann kannst du die Schuhe nochmal, da könnte man auch eine richtige Schublade reinmachen, aber das war für mich... Du läufst, oder? Ja, auch. Ich mache viel Sport, aber nur solange ich Spaß dabei habe. Mhm. Ansonsten Harley. Auch Sport. Auch Sport. Oder Fahrradfahren. Ne? Ist das Motorradfahren ein guter Ausgleich? Ja, also ich liebe es. Also ich meine, jetzt habe ich einen Roller drauf, aber... Ist auch geil. Ja, ehrlich gesagt, ich liebe es deswegen, weil du bist mobil. Ja. Ne? Ich meine, du hast jetzt hier, was hast du mit dem Gepäckträger hinten drauf, habe ich 9 Meter. Wo willst du hin? Ja, also das Geile ist natürlich, du kannst mal kurz in den Supermarkt fahren. Richtig, oder du kannst mal einkaufen, du kannst mal zum Kunden und so. Ja, so mache ich das, ja. Ja, aber das habe ich noch nicht aufgemacht. Mal hier siehst du, dass ich dich nicht angelogen habe. Yoga. Genau, genau. Warte, ich zeige mal gerade die Faszienrolle. Ja, dass du die hast. Ja, meine Frau macht das. Deswegen muss ich immer alles wissen. Das war früher übrigens, das hier, was du jetzt siehst, das habe ich jetzt einfach gekauft. Da war früher aber so ein Klotz, war wirklich ein schwerer Klotz da, auch noch original von Frank. Das war eine Bar. Ja. Und die, muss ich sagen, die habe ich rausgeschmissen. Eine Bar? Mhm. Dann hast du aufgemacht, dann war da eine Bar mit Flaschen und so. Aber ich sag mal so, das brauchst du nicht. Nein, der Klotz war auch zu riesig, ja. Und hier hast du auch nochmal, hier siehst du noch ein bisschen so Equipment von mir. Ja. Sag mal da oben, was ist das? Pentaadler, das ist das, was ich erzählt habe. Ist das so eine Interaktion mit Genau, Kunden? Das kriegen die Teilnehmer. Das ist eine Teilnehmerunterlage. Das wäre zum Beispiel ein Vortrag. Da können sie sagen, okay, Stimmungsbarometer. Ich zeig das mal gerade. Ich bin begeistert, 100%. Wie ist deine Stimmung gerade? Ja, ich bin auf jeden Fall auf 100% gerade, weil du da bist hier. Oh, ich bin ein Fan von dir. Ne? Seit Jahren gucke ich den Kanal. Ja, was ist denn da so toll an dem Kanal? Also erstmal finde ich toll, dass deine Stimme ist wirklich gut. Man kann ja nicht jeden. Also du hast ein super Equipment, man hört es auch. Und also ich sehe es
jetzt auch, aber du bist immerhin dran. Ich wusste nicht, wie du aussiehst, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und? Schlimm? Nein, ich habe schon schlimmere Sachen gesehen. Danke. Ich habe den Bart noch nicht so lange. Ja, das ist interessant. Ich hatte gerade ein paar Wochen für meine Kiddies eingehabt. Und was ich natürlich genial finde, dass du halt es immer wieder schaffst, so neue Sachen zu zeigen. Ja. Das finde ich gut. Und man weiß nie, was kommt. Kanäle, habe ich gemerkt. Also ja, ich habe irgendwann... Dass du da überhaupt so krass, bist ein Tausendsasser. Ne? Ich habe das Thema Fahrräder und Elektromobilität, das war so weit weg vom Camping, dass ich gesagt habe, komm, wir machen einen eigenen Kanal. Ja. Motivationskarten, was ist das? Ja, nehme ich dir heute mit. Echt? Quietschende mit. Endlich? Endlich kriegst du mit. Guck mal, da musst du nichts machen. Kannst du einfach eine gucken, nimmst du einfach eine, die du jeden Monat hast, nimmst du jammerfreie Zone zum Beispiel. Ja? Die hast du selber entwickelt? Ja, klar. Das hat Timo gezeichnet, Taten statt Quaken. Und ich zeig dir mal was Schönes, was ich mir auch was ich mir gut vorstellen kann. Hör auf zu arbeiten, hab Spaß bei dem, was du tust. Ja. Ja, das ist mein Motto, schon seit Jahren. Keine Frage, hast du schon, da siehst du es. Ja, genau. Mach neue Fehler. Ne? Statt immer nur die alten. Also du siehst, wenn du Lust hast. Oh, danke. LMA kennst du auch bestimmt, oder? Leck mich am Arsch. Nee. Sondern? Lächle mehr als andere. Sag mal, wo kommst du denn her? Okay, die muss ich jetzt geben als Saarländer bist du ja, ne? Nee, ich bin ja hier nicht geboren, aber ich fühle mich mittlerweile, also ich wohne ja in Frankreich, deswegen, ich fühle mich ja total als Saarländer, weil das Saarland ist das schönste Land. Weißt du, warum das so schön ist hier im Saarland? Ja. Weil die Leute so nett sind. Die sind echt saunett. Und das... Ja. Also klar, ich war jetzt schon in vielen Gegenden, aber ich war jetzt auch in Bayern, die waren alle nett. Ja. Klar, oft wollen die was von mir, dann sind die auch so nett, aber hier die Saarländer, da wirst du mit offenen Armen empfangen, die sind super lieb, die gehen mit dir essen, als ob du die schon 100 Jahre gekannt hast. Das hast du nicht überall. Okay, dann übernachte ich doch hier, mal gucken, ob ich noch jemand einlädt zum Essen. Die sind super nett, die Leute. Ja, sehr schön. Das ist echt so. Ja. Aber wo ich hinkomme, sind Leute immer nett, muss ich sagen. Also ich lächle die Menschen an und die lächeln zurück, das ist total toll. Ja. Das ist Aktion, Reaktion. Ja, genau. Ja, manchmal ist es so im Leben. Es ist manchmal, dass die Leute komisch gucken und sagen, wieso lacht er mich jetzt an, was soll das? Genau. Das war meine Bäckerin, das habe ich jetzt erzählt, meine Bäckerin früher und die hat immer so grimmig geschaut. Ja. Bis ich habe dann mal gesagt, ich mache so eine Lach-Challenge und habe ich die jeden Morgen angelächelt und irgendwann hat die zurückgelächelt. Ich war zwar total überrascht, aber hat funktioniert. Was ich krass finde, ist, da können wir gleich mal drüber reden. Komm, wir zeigen erstmal das Bad. Ja. Erinnere mich mal an das Thema Mittelmäßigkeit als Stichwort. Ja. Oh, ist das groß. Guck mal hier, wie riesig das durchgeht noch. Das geht noch 5... Ach, das ist der Spiegel. Genau, das bist du, glaube ich, im Spiegel. Genau. Warte, ich zeig mal gerade. Das bin ich, weil die Leute immer sagen, zeig dich mal. Da bin ich. Guten Tag. Dann hast du hier oben... Das ist die Mondphase? Ja, genau. Da habe ich die Mondphase, habe ich auch eine Uhr extra und ein paar Sachen einfach, die ich täglich brauche, einfach reingemacht. Ich finde, das lässt sich, also es ist wirklich toll, auf einem minimalen Raum, wie man alles schön, wie soll man sagen, verstauen kann. Und manche Sachen habe ich einfach reingemacht, wie Klobürste und Toilettenhalter. Festhangklo hast du nachgerüstet. Genau. Was hat das für ein Volumen? Was geht da rein? Wie lange hält das bei dir? 120 Liter. Also hält so 2 Wochen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Du hast eine dedizierte Dusche, das ist natürlich sehr toll. Das heißt, wenn du badest, fühlst du dich in dem Badezimmer wie zu Hause? Also wenn ich dusche, ja, auf jeden Fall. Ja, manch. Ja, nein, weil du sagst badet. Ne? Also ich dusche ja, wenn ich dusche, auf jeden Fall. Ja. Die Enten kannst du unten baden. Ich zeig mal gerade. Bist du so ein Kloleser eigentlich? Liest du? Nee, das ist tatsächlich meine Kitties oder auch Freunde da sind, gehen aufs Klo, sage ich mal, nehmt euch eine Karte, wie ihr euch heute fühlt. Ja. Mhm. Und ich kann da mal aufmachen, wenn du möchtest, kannst du mal reingucken. Da? Ja, mach mal auf. Ja, das siehst auch, das ist jetzt natürlich nicht mehr so viel Platz, aber das passt halt alles rein. Ne? Mhm. Ja, guck mal. Braun-Fan bist du. Ich habe jetzt Philips neu. Ich hatte immer braun, aber warte mal, ich zeig mal Kühe. Der Vorteil ist, du hast ja Haare. Das gegenüber mir. Ja. Ich habe ja nur so Fussel oben am Kopf. Ja, so. Das heißt, du kannst so richtig schön frisieren. Ja, aber ich habe auch nicht mit. Sag mal, wenn man hier deutschlandweit unterwegs ist, zum Friseur gehen, da musst du ja schon Vertrauen haben. Oder ist das so? Weil ich denke mal, du gehst auch so praktisch einmal die Woche oder zweimal die Woche? Alle 2 Wochen? Nee. Ich wenn überhaupt mit dem Bad bin ich mal kurz gegangen, aber sonst Friseur gehe ich einmal im Monat höchstens. Ja. Ich habe ja hier nur so kurze Haare. Dann mache ich mal ganz kurz Sommerfrisur und dann irgendwie wachsen es halt wieder und dann sage ich, okay. Setz dich mal gerade an die Ecke. Ich mache mal gerade einen Schuss fürs Startbild, weil das ist so geil, wie groß das hier ist. Warte mal, ich mache mal gerade hier rein, dass wir das sehen, denn das sieht aus wie eine Turnhalle hier drin, wenn du jetzt so guckst. Das Raumgefühl. Das Raumgefühl, ne? Weil du hast halt kein Schlafzimmer extra, deswegen ist das Raumgefühl so riesig. Da fehlt das Schlafzimmer. Und was ich total toll finde, ist, wenn du hier sitzt, da hast du jemanden zu Besuch. Ja. Das fühlt sich überhaupt nicht an wie Reisemobil, oder?
Das sagen auch viele und so auch. Und ich habe am Anfang tatsächlich hier auch Coaching-Sessions gemacht, aber dann habe ich gemerkt, nee, das kontaminiert das Ganze. Ich will das lieber als Rückzugsort nehmen. Ist das so, dass du ein paar Kunden hast, wo du nicht damit rauskommst, dass du im Reisemobil lebst? Nee. Ich sehe es jeden, weil meine Kunden, ich mache ja meine Abrechnung und die wollen ja wissen, was die Zusatzkosten sind. Ja. Ich will mal so sagen, wenn ich sage, ich komme im Wohnmobil, sind die erstmal überrascht und haben eine ganz andere Vorstellung vom Wohnmobil. Also ich weiß nicht, die meisten Kunden, also heute jetzt nicht mehr, das ist witzig, weil heute ist nicht mehr so, dass viele Menschen das mit dem Wohnmobil jetzt auch kennengelernt haben, durch vielleicht auch Corona. Aber damals war es noch so, ein bisschen vor ein paar Jahren, Wohnmobil war so ein altes Ding, was schon 20, 30 Jahre alt ist, jetzt kommt der Hackmeier mit so einem Teil. Also es ist, ganz ehrlich, über Adi ist es total zeitgemäß, es ist gar nicht 2014, überhaupt nicht. Also es ist überhaupt nicht, noch nicht mal innen, außen. Das Interessante ist auch, durch die Vollintegration siehst du auch nicht, was von Fiat drunter ist. Wir können ja gleich mal das Cockpit gucken. Thema, was ist das? Das Lichtdesign. Ach, du hast ein Bussystem schon damals drin gehabt? Ja. Echt? Genau, ja. Das hatten die damals schon drin? Ja. Das war so ziemlich up-to-date und deswegen haben die das auch nicht verkauft bekommen. Das war den Leuten zu modern. So, Alarmanlage hast du drin? Absolut, ich habe Alarmanlage, außen alles ist alarmgesichert. Hast du jemals Stress gehabt, wo du standst, dass einer eindringen wollte? Nicht wirklich, es ist zwar mal ein Alarm losgegangen, aber ich weiß nicht warum. Also, genau. Und das habe ich gemacht, ich habe den Schlüssel kodieren lassen, also so ein paar Sicherheitssachen, weißt du, dass man es nicht klauen kann. Ja, aber habe ich nicht wirklich gehabt. Also, ja gut, du musst ja, wenn du wegfährst, erstmal wissen, wie du die Hubstützen hochkriegst. Also das ist ja für Anfänger ist das nichts. Ja, und ich glaube, heute kann man viel, also man kann heute viel tun, um sicher zu stehen. Einfach, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ja. Und dann weiß man, dass man an manchen Sachen nicht stehen soll und man guckt sich die Gegend an. Und ich stehe meistens mit dem Wohnmobil sowieso bei Menschen, die ich kenne. Also du würdest sagen, eingetragene Gurtplätze 4 hat er? Ja. Genau, 4 Stück. Ja, genau. Aber es ist das Optimale alleine oder mit 2 Personen oder mit 2 Personen und einer? 2 Personen, genau. Ja, vielleicht noch ein kleines Kind. Genau. Also was so mit Kind ist sowieso 3 Personen gar kein Thema. Ich würde sagen, zu zweit ist es einfach ideal. Ja, dann hast du oder halt alleine. Oder alleine. Wobei, ich sage ganz ehrlich, ich reise am liebsten zu zweit. Okay. Ja. So, Thema ist Mittelmaß. Darüber will ich mich mal unterhalten. Weil ich bin ja immer so, du merkst ja in den Videos, auch wenn ich mal nicht so toll drauf bin, ich bin meistens fröhlich. Das unterstelle ich dir auch, dass du eher fröhlich bist wie griesgrämig. Naja, die Menschen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich sage immer die Zahlen dafür und die können nichts dafür, dass ich halt einen Kackabend vorher hatte oder so. Also das ist so ein bisschen so wie auch ein Profi, Show must go on. Ich sage jetzt mal Show must go on. Für mich ist es aber als Coach wichtig, wie schaffe ich es, wirklich diesen Zustand zu erzeugen. Also emotional. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber für mich ist es einfach so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich kenne jetzt mittlerweile Knöpfe, die ich drücken muss, um zu sagen, ich bin auch gut drauf. Pillen bei mir. Ich schmeiß einfach Drogen ein. Nein, mache ich nicht. Ich habe grundsätzlich eine Motivation. Also ich sage mir ein Wort 3000 Mal am Tag. Beim Zähneputzen, beim Autofahren, beim... Ein Wort, okay. Verrätst du das jetzt mit Kamera? Nee, es sind 2 Wörter, sage ich nicht. Aber ich habe... Also 3 Wörter, vielleicht ich bin geil? Nee. Das meinst du nicht, okay. Also es ist ein definiertes Ziel mit einer Zahl. Aha. In einer Zahl, sage ich mir, seitdem ich 18 bin. Das ist mein Ziel, das ist mein Grobziel. Und ich sage mal, Ziele, die länger sind wie 3 Sekunden, mag ich nicht. Weil mein Unterbewusstsein ist nicht so schlau. Muss einfach sein. Muss einfach sein. Ich bin auch nicht der Schlauste, muss ich dazu sagen. Es gibt Leute, die viel intelligenter sind als ich. Die Dummfleißigen sage ich nicht so lieb wie die Schlauen, wie sagen wir, die Schlauen, die einfachen, ne? Die Sachen vereinfachen, genau. Ja? Sagen wir mal so, bei mir ist so meistens... Wie zum Beispiel jetzt, du hast angerufen, ich stehe in Bexbach. So, und dann, weil ich ja gesagt habe, ich habe beschrieben Bexbach und so weiter, dann hast du gesagt, ja, komm nach Bexbach. Habe ich gar nicht groß überlegt, habe gesagt, ich komme nach Bexbach, weißt du. Andere würden da jetzt sagen, Bexbach, es geht jetzt nicht gerade, weil meine Schwiegermutter hat das Bein verstaucht oder irgendwas. Ja, das fing dann noch viel früher an bei dir, was ich richtig toll fand. Also ich mal ganz ehrlich, du bist ja, bist ja schon erfolgreich mit dem, was du tust, man kennt dich, ja. Und trotzdem bist du ja nicht zu schade, zu sagen, wieso nicht, ja. Und so war ja meine erste Mail, ich habe dich einfach nur angeschrieben, das fand ich schon geil von dir, wo ich ja gesagt habe, guck mal, hast du Bock drauf, wollen wir mal ein Video machen? Und du sagst, warum nicht? Cool. Ja, wenn du mir auch noch verrätst, wann ich dir gesagt habe, wie wir das Video machen sollen, wie lange das gedauert hat, der Drehtermin? Wann du es gesagt hast? Nein, du hast mich angeschrieben und wann hatten wir den ersten Drehtermin, der dann leider nicht geklappt hat? Ich glaube 2 Monate zurück oder so, oder?
Ja, aber ich glaube, es ging sehr schnell. Ich glaube, den ja, allerersten Drehtermin habe ich ja, du hast mir eine Woche darauf gesagt, können wir machen, genau. Ja, da bist du da und da und da. Und ich sage, cool. Dann ging ja auch darum, das zu koordinieren, dass wir keine unnötigen Wege fahren. Das Thema Mittelmaß wollte ich nur ansprechen, weil viele Leute Angst haben. Die haben Angst vor Leuten, denen es gut geht. Ja. Und die sagen, wieso geht es dir gut? Also wenn Leute fragen mich, wie geht es dir denn heute? Ja. Und in Amerika kennst du ja, das ist eine Floskel. Genau. Dann sagst du, ja, fein. Ja. Aber ich fange dann an in Amerika und sage dann, ja, ganz gut und das und hier und da. Das wollen sie nicht. Und Punkt 2 ist, wenn du denen sagst, mir geht's halt saugut, ich habe einen geilen Job, ich habe eine geile Familie, ich habe, du musst auch immer fragen, im Vergleich zu was? Ja. Also ich meine, du hast jetzt die Freiheit, du hast bestimmt auch viele Dinge. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das will ich noch erreichen, oder bist du im Moment auf so einem Alpha-Level? Nein, also was ich erreichen möchte, ist einfach die Lebensqualität zu steigern weiterhin. Ja? Und mit den Menschen, wo ich zusammenarbeite. Also ich will immer wieder was Neues erreichen. Und guck mal, ich habe 2018, muss ich auch schon merken, beim Rechnen, vor 4 Jahren habe ich erst den Motorradführerschein gemacht. Ich habe jedes Jahr eine Challenge, was ich mir vornehme. Jetzt bringe ich mir gerade Gitarrenspielen bei. Und wie lange spielst du schon? Seit 1,5 Jahren und mache das nur über YouTube, weil ich halt da unterwegs bin. Ich habe zwar schon Unterricht genommen, aber das funktioniert nicht, wenn man nicht dranbleibt mit demselben Lehrer. Ist sie jetzt gestimmt, die Gitarre? Die ist gestimmt. Die ist Mach mal, nimm so in die Hand. Du spielst seit 1,5 Jahren erst. Ja, aber ich muss sagen, was heißt das Spiel nach seit 1,5 Jahren? Es gibt, ich habe so einen Bericht gesehen, man kann irgendwie 5000 Lieder mit 3 Akkorden spielen. Genau. Stimmt das? Damit habe ich angefangen. Nee, stimmt überhaupt nicht. Das ist Quatsch. Das ist aber nur die Werbung. Aber toll ist, was du hast ja gesehen, die Griffe. Erstmal das zu lernen, dann den Schlag und so. Und für mich ist das eine Art der Entspannung. Ja. Die Harley-Davidson-Gitarre. Es ist eine Ortega Student Series. Was hast du investiert? 100? Ja, maximal. Maximal. Ich habe 2 von denen und die Farbe ist auch egal, wie du es vielleicht siehst hier teilweise. Ja. Hauptsache schwarz. Selbst mein Klopapier schwarz. Und du hast einen Plektron. Ja. Aber das nehme ich gar nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich spiele lieber, ich weiß nicht, ich habe mir das so angewöhnt. Cool. Ja, machen wir zurück. Ja. Du hast auch einen Gitarrenhalter, das heißt, wenn jetzt jemand kauft, kriegt er einen Gitarrenhalter. Ja, aber das geht alles weg, alles kann man wegmachen. Das ist, aber ich liebe halt die Sachen, wie du das siehst, an Ort und Stelle. Ich mag es, wenn alles ordentlich aufgeräumt ist. Ja, da hast du gar nicht reingeguckt. Hier, guck mal. Es ist einfach... Also ich sag mal, ich bin zu dumm für komplizierte Sachen. Also lange suchen ist nicht ein Ding? Nein, überhaupt nicht. Deswegen habe ich ein System, weil ich bin ein Mensch, der sehr kernkreativ ist und deswegen muss alles ordentlich sein. Und entweder hast du außen die Struktur, kannst du innen im Kopf verrückt sein, oder du hast im Kopf die Struktur, ja? Da musst du aber dann außen, kannst du auch außen ein Chaos haben. Mal die Überlegung, wie ist man gerade drauf? Ja, ich überlege gerade, ich bin eher der Außenchaos-Typ. Ich habe übrigens so wie du bist ja gerade hier im leichten Bieranzug, so laufe ich den ganzen Tag rum, weil einfach... Ist das Camper Live oder was ist das? Nee, ich habe mich irgendwann mal, die Pandemie kam ja und dann... Hast du nicht mehr gelöst vom Anzug? Ich hatte immer Anzüge an und dann habe ich ein bisschen zugenommen, dann haben so die Hemden ein bisschen gespannt und dann, ich habe bestimmt 50 Hemden, 10 Anzüge in verschiedenen Größen, 100 Paar Schuhe und die habe ich alle nicht mehr angehabt, sondern habe jetzt immer hier so, das sind Hikes-Schuhe, das sind eigentlich Feuerwehrschuhe, die also unkaputtbar sind, davon habe ich dann so 10 Paar. Mit Sicherheitskabel? Nein, ohne. Nee. Okay. Also die gibt es auch mit, aber die sind ohne. Ja. Da kann ich nur Werbung machen, sind unkaputtbar, sind wasserdicht. Aha. Und davon habe ich ganz viele. Wasserdicht. Das finde ich natürlich geil, weil meine sind luftdurchlässig und wasserdurchlässig. So. Aber da habe ich ganz viele von. Dann habe ich hier von VD, das ist übrigens v.d. heißt VD, ist in Outlet Wattgassen, ist da so ein Laden, ich mache Marketing für die und da gehe ich dann rein und die haben meine Größe. Das heißt, das sind die Mustergrößen und die Mustergrößen passen mir alle. Ich finde ja auch toll, dass du die Sachen auch trägst. Also du bist ja ein wandelndes Plakat dann auch dadurch. Ne? Das sieht ja keiner. Also, ich bin ja nie im Soll Bild. Ich mal die Kamera halten? Nee, bitte nicht. Nee, aber so, was ich so meine, ist so das Thema Mittelmäßigkeit. Wenn du in Amerika bist und du sagst zum Beispiel, ey, ich habe Erfolg, mir geht's gut, dann ist den Leuten das sehr suspekt. Ja? Aber ich meine, das wissen viele. Aber es fängt in Deutschland schon an, dass du sagst, mir geht's gut, ich bin fröhlich. Dann, das ist den Leuten schon sehr suspekt. Ja. Wenn du dann, du bist ausgeglichen, ja, dann heißt es, da ist doch gerade Krieg und Corona und was weiß ich. Und ich hatte auch, ganz ehrlich, am Anfang hatte ich Angst vor Corona, habe ich gesagt, oh, böse Virus und so. Und dann irgendwann habe ich gesagt, naja,
gibt ja zwei Möglichkeiten. Es erwischt mich jetzt oder es erwischt mich nicht. Mittlerweile hatte ich es, glaube ich, 5-mal. Wow, okay. Ja, gut, das kommt so. Weißt du, Sohn geht in die Schule, bringt immer ziemlich nette Sachen. Am Schluss merkst du es gar nicht mehr. Das heißt also, du bist ja so, wo du dann sagst, okay, hast jetzt angepasst. Ich glaube, dass viele Dinge im Leben, wo du viel Angst vor hast, am Schluss gar nicht so schlimm sind, oder? Ja. Also ich bin ja ein Freund, es gibt noch so ein, ist nicht von mir das Sprichwort, aber ich finde es so schön, wenn es regnet und du ärgerst dich, regnet es ja trotzdem. Ja? Ja. Und so ist mit Corona mir gegangen. Wenn es Corona hat und du hast Angst, ist Corona trotzdem da. Also kann ich auch überlegen, was ich draus mache. Und für mich war so die Idee, okay, ich kann durch meine Angst, durch meine Ärger nichts ändern. Also dann kann ich mich auch freuen. Also Sachen, wo du nichts ändern kannst, da brauchen wir sich nicht drüber aufregen. Genau. Ja. Live it, love it, change it. Also das ist genau der entscheidende Punkt. Ne? Du kannst aber schon verstehen, dass Leute sich viele Sorgen machen? Extrem, ja. Extrem natürlich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich überhaupt einen Beruf habe. Ja? Dass man sagt, man redet dann drüber. Aber ich sag mal so, die Menschen, die sich Sorgen machen, sollen nicht mit den anderen Menschen zusammen abhängen, die sich auch Sorgen machen. Weil ansonsten hat man nur dieses, ich nenne es mal Entenclub, da wird zusammen gequakt, aber man hat nichts gelöst. Cooler wäre doch, wenn man sich Sorgen macht, redet man mit jemandem drüber, der sich vielleicht nicht so viel Sorgen macht und nimmt den seine auch Haltung an und überlegt, Mensch, was hat der für einen Blickwinkel? Ist ja nichts anderes als guck mal, du sitzt jetzt hier drin und wenn jemand draußen sitzt, der sagt einfach, draußen ist auch schön. Ich merke das immer wieder im Wohnmobil, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich hier drin sitze, ist die Welt in Ordnung, ja, alles okay und es ist warm. Gehe ich raus, denke ich, oh, das Wetter ist viel geiler draußen. Ich bleibe draußen. Und das ist so ein bisschen so ein Gefühl, eine Stimmungsgeschichte. Mein Gedanke ist halt auch, man sollte, du hast auch Amerika gesagt, wir müssen nicht nach Amerika gehen. Ich finde, in Deutschland kann man das auch erleben. Man sollte nur gucken, mit wem man abhängt. Ich nenne es jetzt mal ganz lässig. Positiv. Genau. Ja, nicht nur positiv, sondern einfach mal überlegen, bringt das mir Energie oder nimmt es Energie? Ich sag's mal so, eine beste Freundin oder Freund kann dir Energie geben, aber auch nehmen. Wenn der eine immer der Mülleimerplatz ist, ja, dann fühlst du dich halt schlecht. Ja? Und deswegen sage ich mal, Hermann Scherer, ein lieber Kollege von mir, hat mal ein Buch geschrieben, Jenseits des Mittelmaß. Das fiel mir als erstes ein, weil du sagst Mittelmaß. Und ich überlege mir auch immer wieder, wie kann man außerhalb des Mittelmaß sein für sich. Ja? Weil Mittelmaß ist so ein bisschen, alles stagniert. Und du stehst so drin und hast so eine Routine. Und das ist für mich so ein Ding, ich muss mir jeden Tag überlegen, wo gehe ich hin, wie mache ich das, wie gestalte ich das. Also ich habe so ein bisschen die Veränderung in meinem Leben eingebaut. Was ich interessant finde, ist die Tatsache, dass mich irgendwie in Städten nichts rauszieht. Also ich war jetzt in Berlin am Freitag drehen, Freitag, Samstag, bin ins Ibis-Hotel, was sehr karg war, muss ich sagen, was mir sehr entgegenkam. Welchen Kiez warst du? Ich war ja, in Berlin war ich drehen, aber draußen war ich in Brandenburg, in einer kleinen Stadt direkt vor den Toren Berlins. Komme ich gerade nicht drauf, in Heimersdorf oder so irgendwas, egal. Und die haben dann gesagt, komm doch mit heute Abend, wir gehen in Berlin feiern und keine Ahnung. Und ich habe gar kein Interesse in den Städten, wo ich stehe, rauszugehen, die Städte zu erkunden alleine. Kennst du das? Ja, natürlich kenne ich das. Wobei Berlin, muss ich ja sagen, Berlin ist ja so unterschiedlich. Also je nachdem, welchen Kiez du bist, ist wieder was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Stadt, genau. Und deswegen kann ich nur empfehlen, man muss nur gucken, welche Stadtteil man geht, was einem liegt. Ja? Ich bin dann abends total K.O., weil die denken dann immer, weil ich habe den ganzen Tag gepowert, hast dann gedreht und so weiter. Dann abends, ich war so fertig, habe mir das MacBook genommen, habe noch ein bisschen Netflix geguckt, habe mit meiner Frau telefoniert, da war es dann 9:30, bin eingeschlafen und war total glücklich. Also ob ich in Berlin und in einem wirklich Ibis-Zimmer, das so groß war wie mein Klo zu Hause, ja. Und das war total herrlich. Also das war mein Haupthotel, Ibis-Zimmer, Bahnhof, aussteigen, Ibis-Hotel rein. Und ich sag mal so, ich verstehe dich, weil manchmal sagen mir Menschen so, Mensch, Herr Hagmeier, mit Ihnen würde ich mal gerne um die Häuser ziehen. Also wenn ich so auf der Bühne so rock, dann sage ich, wisst ihr was, ich bin ganz langweilig abends. Ja, ich liebe es Ruhe, das leckere Essen und dann noch schöne Gespräche und dann zurückziehen. Ich brauche gar keine Gespräche, weil ich habe so viel mit Menschen zu tun, dass ich selber viel zu kurz komme. Ja. Also um mal an mich zu denken. Zu reflektieren auch. Ja. Und guck mal, das ist das, warum ich das liebe mit dem Wohnmobil. Du gehst, egal wo du stehst, sobald du hier bist, hier drin bist, ist es wieder deine Heimat. Also nicht, dass das einer sieht, weil ich bin ja demnächst bei Morelo und bei Concorde auf den Pfingsttreffen. Okay. Also könnt alle gern zu mir kommen. Ist nur so, dass wenn ich zum Beispiel auf dem Caravan-Salon drehe, da bin ich ja 11 Tage und da habe ich schon die Aufkleber teilweise abgemacht. Ich hätte am liebsten die Kennzeichen schon abgeschraubt, ja, weil die Leute kennen ja hier Morelo Saarbrücken. Das ist er wahrscheinlich und so. Und dann, da waren halt Leute vor der Tür,
Tür und dann weißt du, mache ich dann auf und sage dann, ey Jungs, ich bin gerade mit meinem Sohn am Telefonieren, aber bleibt doch noch ein bisschen hier. Da habe ich die vergessen. Und da war dann, oh mein Gott, das war so peinlich. Ja. Das habe ich schon erlebt bei dir, aber das ist toll, dass du mit Menschen kannst. Ich kann mit jedem. Und du liebst ja anscheinend Menschen, sonst können sie den Job ja gar nicht machen. Ne? Ich liebe Menschen, ich liebe Storys, weil ich glaube, jeder Mensch, egal ob er wenig Geld hat, viel Geld hat, viel rumgekommen ist, hat geile Geschichten, die er erzählen kann, die auch so toll sind, dass es lohnt, sich die zu erzählen. Ja. Und das ist auch ein Grund, wenn du bei mir guckst, ich habe keine Werbung dran. Nicht nur, weil du jetzt heute da bist, sondern ich mache das nicht, weil ich will dann einfach für mich sein. Und ich finde das auch richtig. Könnt ihr aber da so ein Großformatposter von dir auf die Seite, dann dein Buch noch abgedruckt, dann so ein Briefkasten mit Geldeinwurf unbedingt. Genau, und egal was du machst, 10% kriegst du. 10%. Vielleicht siehst du, ich habe niemals Affiliate, habe ich nicht. Mag ich nicht, weil irgendwie, ich mache immer gerne Links rein. Hast du noch mehr Bücher von dir? Darf ich mal sehen? Ja, klar. Zeig mal bitte. Also, was ich zuletzt geschrieben habe, zeige ich dir jetzt mal. Das war das hier. Das war tatsächlich ein Buch, was ich geschrieben habe, ein bisschen aus Frust. Somit kam ich zum Wohnmobil mit dem Buch. Das war auch so ein bisschen mein Werdegang dahin. Changefuck, wenn sich alles verändert, aber nichts verbessert. Ja, und ich bin viel gerufen worden zu irgendwelchen Change-Prozessen. Hat man mich genommen auf die Bühne. Was ist Change? Erklär mal. Change-Veränderungsprozesse. Irgendwelche Veränderungsprozesse, die herbeigeführt werden müssen. Und dann haben die mich benutzt oft dafür. Und dann fand ich einfach, das ist blöd. Weil Veränderung ist ja so, wenn man Leuten heute sagt, hey, ab morgen verändert sich alles, dann schaust du in Gesichter, die Angst haben. Ja, weil Veränderung ist erstmal, was bedeutet das, verliere ich meinen Job. Aber wenn man sagen würde, ab morgen verbessert sich alles, dann fragen zumindest die gegenüber, ja, für wen? Für dich oder für mich? Ja, also die Neugier ist skeptisch. Ja, aber könnte man auch positiv. Also Neugier nennen die. Sind auch Zeichnungen drin? Ja, nee, diesmal nicht. Diesmal habe ich es anders gemacht. Und zwar habe ich mir alle Sprüche, die ich mal in meinem Leben gesammelt habe, habe ich als Inhaltsverzeichnis gemacht, die ich gut finde, natürlich nicht. Warte, ich lese mal vor. Ja. Mach neue Fehler statt immer nur die alten. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Der Unterschied zwischen unmöglich und möglich besteht nur in 2 Buchstaben. Sag mal, ich habe ein Buch, Koppmeier, kennst du den? Vom Namen sagst du, aber ich kennen kann ich den. Da kommt der Spruch her, den ich, seitdem ich 18 bin, 3000 Mal sage am Tag. Ja? Ja, den jetzt keiner erfahren wird. Aber der steht in dem Buch drin. Wenn die Kamera raus ist, frage ich dich nochmal. Kannst du gern sein. Ja, also das ist dein Buch, das kam wann raus? Das, ach Gott, jetzt müsste ich schon wieder gucken. Ne? Also das habe ich jetzt ziemlich lange nicht mehr geschrieben. Genau, ich würde sagen vor 5 Jahren. Würde ich sagen, ich müsste mal gucken. Aber du siehst zum Beispiel, wie das geschrieben ist. Das ist so ein bisschen mit den Zitaten dann auch wieder drin. Warte mal, ich lese mal vor. Kaum macht man mal was falsch, ist es wieder nicht richtig. Ein geiler Spruch, oder? Ja, genau. Also ich liebe das ja. Oder hier oben, das ist ein Spruch. Oder hier. Also du siehst es. Und da ist dann auch, das Buch habe ich aufgebaut. Und jetzt hast du gesagt, du hast was du dir vorsagst. Und ich habe ein Lieblingsgedicht. Und danach habe ich das Buch geschrieben. Sag mal. Aufgrund dieses Gedicht. Was ich allerdings auswendig sagen kann. Weil das habe ich mir als Jugendlicher schon aufgesagt. Ja? Und darauf ist das Buch aufgebaut, auf das Gedicht. Sag mal, auswendig. Sieg. Wie oft schon hörte ich dich sagen, du würdest große Dinge wagen. Wann wohl glaubst du, kommt der Tag, der endet alle Mühen Plag, da du zu großen Taten schreitest und selbst dein Schicksal leidest. Und wieder ging ein Jahr vorbei, doch nie warst du, mein Freund, dabei, wenn es galt, nun endlich zuzugreifen, damit auch deine Früchte reifen. Woran es lag? Erkläre es nur. Du hattest Pech, ach, keine Spur. Schau auf deine Hände bloß, sie liegen still in deinem Schoß, statt endlich doch zu handeln und alles in dir umzuwandeln. Von Herbert Kaufmann. Schweinehund? Kennst du den? Innerer Schweinehund ist ein ganz, ganz toller Freund. Der hat das Vorwort von dem Buch geschrieben hier, von dem Quackst du noch oder fliegst du schon? Stefan Friedrich. Der innere Schweinehund. Oder es gibt ja mehrere, Entschuldigung. Nein, ich meine, ich habe, also es fing an in der Schule, dass ich im War die Hausaufgaben gemacht habe, weil ich irgendwie faul war wie Sau. Sagen wir mal so, ich war immer sehr, ein bisschen wie meine Tochter Jan. Ich habe intelligentes Lernen betrieben. Siehst du, genau. Meine Eltern, die Erziehungsberechtigten, haben mich auch faul genannt. Seitdem ich ein Business und Trainer bin, weiß ich bin nicht faul, ich bin Ökonom. Also Mini-Maxi-Prinzip. Und weißt du, wie man das nennt, was wir tun? Dieses auf letzten Drücker. Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt reinpasst. Prokrastinieren nennt sich das. Was heißt das? Prokrastinieren. Okay. Man sagt, man macht es auf den letzten Drücker. Man braucht einen Ansporn. Bei mir ist der Ansporn immer ein Termindruck. Also ich schreibe nie ein Buch ohne einen Verlag, der sagt, okay, wir würden das drucken und ab da ist Abgabetermin. Dann fange ich das an zu schreiben. So habe ich eine ganze Buchserie geschrieben. Easy. Easy Living, Easy Leading, Easy Sales, Easy Action. Also eine ganze Buchserie. Die habe ich innerhalb eines Jahres gemacht, weil ich einfach mal Bock hatte auf eine Buchserie. Und das, guck mal, das ist so geil, das Buch. Also mal die Kamera in Hand, oben Eck mal drauf schauen. Wenn du keinen Bock hast zum Lesen, einfach noch da gucken, da ist ein Loop drin, das bewegt sich. Siehst du? Dieses Männchen. Ja, das Männchen. Du musst gar nichts lesen, du musst einfach nur gucken, dann weißt du, es muss sich was bewegen in deinem Leben. Aber Gag dazu. Ansonsten auch wieder Bilder, aber das ist so,
Arbeitsbücher und alles mit verschiedenen Themen. Ne? Du hast eben gesagt, das war die x-te Auflage. Das hier sieht so aus, als wäre es so ein Buch aus dem Springer Verlag. Irgendwas ganz Wichtiges hier vom Layout. Ja, genau. Das oder? Akquise, genau, Axel Springer Verlag. Nee, nicht so. Axel, ich meine diesen Springer Verlag, der diese Mathebücher, Informatikbücher schreibt. Dieser ganz seriöse Springer Verlag. Ja, genau, das ist das, ja. Ist das? Ja. Das ist aber so ganz seriös, das hast du geschrieben? Ja. Also systematisch neue Kunden? Heute akquirieren, sofort profitieren heißt das Buch, ist der Buchtitel. Ja. Die haben aber so eine Serie, blaue Serie nennen die das, ja. Und da geht es da einfach darum, das ist jetzt speziell für, ich sag jetzt mal für Menschen, die sich Gedanken machen müssen als Unternehmer, als Verkäufer, wie man neu Kunden, neu Geschäft gewinnt. Ja. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, in der 6. Auflage. So. Es darf sich nicht jeder es kann sich jeder Trainer nennen, aber du bist in so einem Verband. Ja, unterschiedliches. Also ich muss ja auch sagen, wir haben oft so ein bisschen, man nennt es Regenmacher, wir haben viele Preise gewonnen dafür. Ich sag mal ich habe ein Institut mit einem Kollegen zusammen gehabt, da haben wir 200 Trainer gehabt. Ist er tot, oder? Nee, wir haben uns getrennt, weil es war nach 10 Jahren, habe ich festgestellt, ich mache alles nur nicht trainieren. Ich habe 200 Trainer betreut. Ja, und das war so ein bisschen mein Punkt, wo ich sage, ach komm, ich mache mal was anderes. Ja. Und dann habe ich halt nochmal, jetzt mittlerweile 15 Jahre, mache ich jetzt das, was ich jetzt hier tue. Ich habe dich unterbrochen. Hast du noch mehr Bücher? Ja, aber ich habe nicht alle dabei, ne, wie ich gerade sehe. Guck mal hier. Ja gut, du wusstest ja gar nicht. Nee, genau. Ich habe die gar nicht da. Aber das, was ist da drin? Brainfood? Ja, Brainfood ist jetzt nur eine Attrappe. Da mache ich Bücher rein, wenn ich welche verkaufe ich ein Paket. Meistens, wenn du so einen Vortrag hast, dann machst du ein Paket und dann tust du die alle da reinmachen. Aber ist das nach dem Vortrag, kaufen die Leute Bücher? Sind die dann so motiviert? Wenn du gut bist und zweitens mal ist es ja auch ein bisschen ich sag jetzt mal, für mich ist es ein Vortrag, also ich bin kein Speaker in dem Sinn, ja. Ich mache das, ich bin auch unter den 100 Top-Speakern auch dabei, aber Bist du? Ja. Echt? Du bist? Echt? Ja. Bei den Top 100. Ich mache immer solche Vorträge, da zahlen die Leute viel Geld dafür, dass sie kommen und dann erfahren über die Tricks von YouTube. Und dann halte ich so 3 Stunden und ich habe kein Konzept. Sondern Excellent oder was meinst du? Nee, ich habe eigene Kurse. Okay. Die Leute fragen mich immer, wie funktioniert denn das, dass du da 9 Millionen Zuschauer hast. Da sage ich, ist total easy. Ja. Aber kommt mal mit, ist viel Arbeit. Ja. Also kann ich euch direkt sagen. Wollte ich gerade eben sagen. Aber ich meine, du hast natürlich etwas, was ich überhaupt nicht, ich bin digital gar nicht aufgestellt, ja, muss ich sagen. Aber ich bin eigentlich analog. Ich filme es ja nur. Ja, aber trotzdem machst du das Ganze digital. Auf dich bin ich ja auch nur zugekommen, weil ich einen YouTube-Kanal kennengelernt habe. Ich habe ja nicht mal einen YouTube-Kanal. Ja, ich könnte ja auch Bücher schreiben, aber es dauert so lang. So, der Film zum Beispiel heute läuft heute Abend. Ich sage mal ganz ehrlich, früher, wo ich angefangen habe mit Buchschreiben, ja, sage ich dir ganz ehrlich, der war Autor mit Autorität. Heute es gibt so viele Ghostwriter und das ist nicht mehr das Aktuelle. Deswegen sage ich mal, ich glaube, Buch ist nicht wirklich mehr das Thema. Ja. So, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. 3. Mai. Wenn du unterwegs bist, du hast ja einen Fahrplan, bist du so durchgebucht die nächsten 2 Jahre schon so ein bisschen? Ja. Okay. War es während der Pandemie, ist da ein bisschen was ausgefallen? Absolut, nicht ausgefallen, nein, es hat sich geändert. Ja. Und zwar habe ich während der Pandemie Online-Coachings und Online-Seminare und Vorträge gemacht, das war's. Und da habe ich genauso zu tun gehabt. Aber nicht dasselbe, ne? Überhaupt nicht, du bist zu Hause. Also, guck mal, was ich nie wollte. Ich wollte nie einen Homeoffice-Job haben. Ich wollte nie vor der ganzen Zeit vor der Kamera oder am Computer sitzen und nicht die ganze Zeit telefonieren. Das habe ich gemacht, 2 Jahre lang. Aber es gibt ja Schlimmeres. Ich glaube, man muss nicht sagen, Menschen, die Kinder in die Schule bringen, ich glaube, das ist viel schlimmer. Schaust du Fernsehen ab und zu? Nee, das Erste, was ich getan habe, wo die Pandemie rauskam. Satzschlüssel abgeschraubt? Nee, habe ich, klar, Pandemie, YouTube habe ich schon vorher. Ist mein Kanal, wenn man so möchte. Dann die Mediathek, die es gibt. Und jetzt... Ja, genau. Und was ich seit der Pandemie habe, ist eine Netflix. Ja. Du musst gucken, Apple TV, da gibt es eine Serie von, musst du gucken, das ist deine Serie. Okay. Die haben Folgendes erfunden in Amerika. Ich glaube, Tom Hanks hat die Serie produziert. Okay, cool. Du kriegst einen Chip eingepflanzt und es gibt 2 Persönlichkeiten. Die eine ist während der Arbeit, die schaltet um, die arbeitet für dich und die geht praktisch in den Aufzug rein. Dann ist sie im Arbeitsmodus, du schaltest also deinen Geist um. Und du hast also den Arbeiter, den du trennst von dem Mann, der zu Hause ist. Und das ist der absolute Hammer. Das heißt, der Arbeiter arbeitet nur, der ist dein Sklave. Perfekt. Hat sein eigenes Leben, weiß nicht, was du privat machst. Und wenn du in den Aufzug wieder reinsteigst, dann bist du wieder privat. Aber durch einen Trick erfährt der Arbeiter auf einmal, die nennen die Inni und Auti. Okay. Der Auti ist der Spaß hat und der Inni ist der nur schafft. Stell dir vor, du steigst in den Aufzug
und du kommst und im gleichen Moment steigst du wieder raus und bist wieder am Montag. Ja. Aber was ist das für eine Lebensqualität am Schluss? Keine. Das heißt, das kommt ja bei dem raus. Aber ich will jetzt nicht... Ist das eine Serie oder was? Eine Serie, Hammer, musst du gucken. Also die ist so sehenswert. Und die ist bei Apple TV. Apple Plus oder wie das heißt. Okay. Ja, habe ich ja, genau. Ja. Ziemlich cool. Ja. Ja, ich habe ja auch das, was ich mir zum Thema Fernsehen, irgendwann ist die Sattschüsselwahl drüber und dann habe ich die nicht mehr drauf gemacht. Habe ich die runtergenommen und habe den WLAN drauf oben. Deswegen. So, was soll es denn werden, wenn der jetzt weggehen sollte? Vielleicht übers Video oder wie auch immer. Was willst du denn kaufen? Also soll ich es sagen jetzt wirklich? Sag. Okay. Also ich habe mir jetzt einen Traum erfüllt, ja. Also ich sagen, also ich würde eine Concorde kaufen. Ein Concorde? Ja, Charisma. Ein Charisma, ja. Ich kriege ja jetzt einen Concorde zum Jahresende. Ach, guck mal. Ja, ich kriege eigentlich einen 4x4. Diesen, weißt du, hinten mit der Rundsitzgruppe? So ein bisschen wie hier. Es gibt Rundsitzgruppe und vorne, vorne Stockbett. Den habe ich lange überlegt, genau. Jetzt habe ich aber du hast es öfters mal gesagt, und habe ich mir das angeguckt und dann habe ich diese Bar. Gruppe, da hast du öfters mal im Video gesagt, dass du das so geil findest. Also ich krieg noch Morelo jetzt, einen Eurocargo, der kommt im Sommer. Und ich krieg diesen 4x4, der wird wahrscheinlich im Januar zugelassen. Der wird im November, glaube ich, gebaut. So, und da bin ich ganz gespannt, weil ein Allrad Iveco Daily mit so einem Aufbau 7,90 Meter nur lang, also auch wieder kurz. Okay, wow, toll. Nee, 8,90 Meter, sorry, ich nehme alles zurück. Okay, und der Morelo hat nur 8,20 Meter. Also der habe ich kürzer genommen. Alles nur 9 Meter ist gut, ja. Das ist so. Würdest du auch sagen, dass das heute, also wenn er über 9 Meter ist oder 10 Meter, weil ich ja manchmal denke, die fahren damit rum, haben die eine Möglichkeit überhaupt zu stehen? Oder? Ja, gar kein Problem. Das Problem ist nur die Zuladung. Du bist halt mit einem langen Fahrzeug per se schon mal 300-400 Kilo schwerer und die fehlen ja am Ende. Ja, stimmt. Ja. Deswegen sollte man sich ein bisschen zusammen, aber der Grundriss macht's. Also es ist wirklich so. Was hast du für einen Grundriss gewählt? Ich habe jetzt mit der Barsitzgruppe vorne, also das habe ich gewählt, weil ich es aber gerne ohne Bett übrigens, Hubbett. Und hinten das Mittelbett. Das macht so viel aus. Der neue Morelo hat jetzt kein Hubbett mehr. Weil das ist so toll, ne? Ja. Ich finde es auch ganz toll, also diese Freiheit, die ich hier jetzt nicht habe, und das macht viel aus. Ja, aber du hast ja, ich meine, hier mit der Sitzgruppe hier, das ist schon groß. Aber deswegen habe ich lange überlegt, ob ich den du gesagt hast, hinten die Rundsitzgruppe. Ja. Aber ich wollte einfach ein festes Bett haben diesmal. Also es war jetzt so meine Überlegung. Ist ja fest, ist nur vorne. Die ist fest über dem Fahrerhaus, ein Alkoven. Ach so, ach so. Alkoven ist nichts für mich. Nee, du brauchst, glaube ich, ein Schiff, oder? Ja. Also ich finde, ein Charisma war mein erstes Mobil, weil ich das gesehen habe, und ich dachte, Mensch, das wäre doch mal toll. Und du hast ja von deinem großen Ziel gesprochen, das ist jetzt mein großes Ziel. Ja, toll. Ich finde auch Wohnmobil eine tolle Sache. Guck mal, ich habe das vor 6 Jahren angefangen, ich habe nie was mit Campen zu tun gehabt. Ja. Ich erzähle noch kurz die Story, da war ich am Bodensee und dann stehe ich an den Camping, also draußen am Stellplatz und tue die Kassettentoilette hier von dem aus. Dann kommt ein Spaziergänger vorbei und sagt zu mir, na, neu, ne? Und ich schütte das Ding aus. Und ich frage den nur, ja, sieht man das? Sagt er, ja, die wird andersrum ausgeschüttet. Du hast sie versucht aus dem... Ja, genau, aus dem Einlass habe ich sie Also, weißt du, das ist doch ein Abenteuer, das ist doch toll. Da habe ich gesagt, jeden Tag ist ein Handgriff. Also eine neue Handgriff-Lernsituation. Das fand ich schon eine tolle Erfahrung im Leben. Und deswegen liebe ich einfach das mit dem Wohnmobil. Ja? Also das soll jetzt nicht so klingen, dass ich nicht gern mit Leuten rede. Also ich rede total gern mit Leuten, aber wenn du halt 8 Stunden drehst und kommst dann abends in ein Wohnmobil rein, wir machen ja auch viel dann so Drehreisen und so. Cool. Ja, wie viele Tage bist du unterwegs dann im Jahr? Ja, 200 Nächte. 200 Nächte. Ja. Bist du hier? Habe ich vorher auch schon gemacht, im Hotel verbracht. Ja. Du bist aber 200 Nächte hier im Wohnmobil jetzt? Nee, nicht mehr, weil ich teile es mir ein bisschen auf mit dem Hotel auch? Hotel, genau. Muss ich jetzt auch, weil guck mal, jetzt war ich gerade, letzte Woche war ich in Zugspitze, ganz oben, habe ein Seminar gehabt. Und nächste Woche bin ich in Portugal. Das mache ich nicht mit dem Wohnmobil. Bin ich jetzt auch. Also ich fahre viele Strecken jetzt mit dem Auto, hole mir lieber ein Hotel, weil das ökonomischer ist, braucht nur 7 Liter statt 15. Genau. Für 1-2 Tage brauche ich es nicht. Nee, die Kosten, es geht nicht um die Kosten, es geht um die Umwelt, was muss nicht sein. Genau. Ich stehe jetzt auch so, ich habe jetzt auch extra, ich habe mir jetzt im Süden, in Heidelberg habe ich mir jetzt einen Campingplatz, habe ich mir jetzt mal gepachtet. Also und da lasse ich das da stehen. Du bist Heidelberger? Ich bin aus Heidelberg, geboren und aufgewachsen. Geboren Heidelberger. Ja. Ja, Heidelberg ist total klasse, eine tolle Studentenstadt. Die Frau meines Schwagers, also meine Schwägerin, die hat das studiert in Heidelberg und die liebt diese Stadt. Die hat in einem... Ich wusste, dass man studieren kann in Heidelberg, ich dachte nur feiern, aber okay. Was hat die studiert? Die hat Italienisch und Spanisch studiert, als Übersetzerin und glaube ich noch eine Sprache, irgendeine romanische Sprache, die dann da war. Das war so, aber die hat die Stadt geliebt. Ja. Ja. Das heißt jetzt nicht mehr Studenten, ne? Hast du es mitbekommen? Studierende. Und als mein Sohn das gehört hat, fragte er, was soll denn das sein?
Ja. Also wir machen alles, nur nicht das. Ja. Also so viel zum Thema, das ist voll am Thema vorbei. Ja, also wenn ihr dieses schöne Wohnmobil kaufen möchtet, ich kann nur eins sagen, ich habe das Gefühl, dass der Veräußerer ehrlich ist. Die Mehrwertsteuer ist ausweisbar? Ja, ist ausweisbar. Ist ausweisbar. Die haben wir noch nicht aufgemacht. Oh, wir haben 2 Sachen noch nicht aufgemacht. Zeig mal, was hast du Ich habe denn? ein Geheimversteck auch. Soll ich das zeigen? Nee, lieber nicht, weil der Nächste will das ja, Genau. das Wasservorrat. Ja, das ist mein Trinkwasser, weil ich ja nicht extra habe und ich trinke es nicht aus dem Tank, obwohl ich immer sauber mache. Aber das finde ich auch noch ganz toll, diesen Auszug. Den habe ich nachträglich eingebaut. Ich habe jetzt einen Filter im Test, Ja? der Edelstahlfilter von Alp. Ein Alpfilter haben sie mir geschickt und den muss ich jetzt mal testen und da kannst du das Trinkwasser trinken. Wir haben ein Wasserinstitut, was die Proben anschließend analysiert und werden die Probe vorher, nachher werden wir einschicken. Toll. Dass man sehen kann, das ist würde mich wirklich interessieren. Also das machst du im Video bestimmt darüber. ein Video. Ja. Ja, super, dann gucke ich mir das an. Bloß, die haben mir das zugeschickt, weil ich fand das so geil, weil es so Edelstahl war. Dann habe ich hier angeschrieben, hier schickt mir mal so ein Ding zu. Ich will das mal ausprobieren, weil ich habe normalen Osmose-Umkehrfilter. Ja, genau. Ist auch gut. Ja. Das habe ich vor und jetzt habe ich auch gesehen, dass im Charisma auch ein Filter drin ist, eine Filteranlage, also irgendwas, was eine Kartusche, die ausgetauscht wird. Ich weiß natürlich nicht, wie gut das ist, aber es ist anscheinend Standard. Ja, aber ich kaufe jetzt zum Beispiel in Frankreich, hole ich mal Flaschenwasser, das kostet nicht viel. Da bin ich mir sicher und fertig. Das habe ich jetzt ja, aber ich habe ja auch mal so einen Kanister. Aber die habe ich trotzdem, weil ich die einfach, mit dem koche ich was mit dem Wasser. Es ist schon krass, wie viel Lebensqualität du gewinnst, wenn du hier in dem Auto auf die Garage verzichtest, weil du hast ja nicht hinten das... Genau. Ja. Das ist nochmal ein Punkt, dass du siehst, also jetzt verstehst du auch vielleicht, was ich meine. Ich habe mich auf den Lebensbereich entschieden. Ja? Ist der Nachteil, man kann, okay, aber jetzt die Fahrräder kannst du hinten draufschnallen. Ne? Warte mal, ich zeige mal gerade was, dass ihr es seht, das haben wir nicht gesehen. Da ist übrigens nochmal ein Heizkörper, darunter ist auch nochmal ein Schrank, aber den brauchen wir jetzt nicht zu zeigen. Das Klopapier ist echt schwarz bei dir. Ja, hast du gesehen, ne? Was hat das nochmal mit dem Schwarz auf sich? Die Farbe ist egal, Hauptsache schwarz. Hauptsache schwarz. Da habe ich noch Wäsche drin, Ja. dann noch ein bisschen Putzsachen drin. Und du siehst auch noch genug, also Stauraum, ja, so einfach Raum. Da habe ich noch eine Toilette zum Saubermachen, was, genau. Und nee, habe ich auch genommen, weil ich es einfach witzig fand, schwarz. Was ist das hier für ein Set hier? Dreckig bleiben? Das hier ist vom Hotel tatsächlich und das sind ganz tolle, habe ich mir eingefüllt. Das riecht nach, wie soll man sagen, nach einem Gewürz, ja, so ein Punkt, das fand ich ja so cool. Ne? Und das habe ich auch nachträglich, die schwarzen, reingemacht, auch da und in der Küche auch. Das ist edel. Ich finde es einfach edel. Das habe ich auch nachträglich, wenn man es wieder weiß, dass die Sachen so gelblich werden. Warte, ich komm mal gerade. Achso, das ist neu? Ja, ist neu. Weil normalerweise ist so gelb wie die Dusche und das wollte ich. Du hast aber alles in Schuss gehalten, so kann man sagen, oder? Absolut. Du siehst auch nichts kaputt. Ist auch alles irgendwie, guck mal hier, auch alles irgendwie. Bis auf die Front. Und die Front wird gemacht. Genau. Deswegen, das ist wann passiert mit der Front? Vor 2 Monaten, glaube ich. Ja. Da habe ich auch geweint. Hast echt geweint? Nein. Also aber mein Herz traurig. hat geblutet. Ja. Es hat geblutet. Mein Herz hat übrigens geblutet, als Coinbase auf 118 gefallen ist. Ja, dann hat mein Herz geblutet. Weißt du, was ich gemacht habe? Wo ich mir welche gekauft habe, habe ich sie gleich verabschiedet, dass ich nicht mehr sehen werde, das Geld. Also so viel zum Thema. Ja, ist nicht so schlimm. Aber weißt du, was für ein Gefühl? Du hast ja vom Gefühl hier gesprochen. Und ich sag mal so, für mich ist Wohnmobil, wie Herbert Grönemeyer hat es in einem Lied schön beschrieben, Heimat ist ein Gefühl. Und ich glaube, das ist das, was man eigentlich sagen kann, wenn man unterwegs ist. Und du hast ja auch schon einige interviewt, die da drin leben, ne? Richtig. Ja. Heimat ist ein Gefühl. So, genau. Ja, ich kann das nicht nachmachen. Ich auch nicht, aber ich fand das gut. So, cool. Komm, wir zeigen noch das Cockpit. Ist ein Schalter, ein 6-Gang. Ja, genau. Du hast jetzt Automatik. Jetzt habe ich Automatik, einen Schalter. Ich muss auch sagen, habe ich nicht vermisst, alles gut. Gerade wenn ich so die Kasseler Berge hochfahre, war ich schon mal ein bisschen froh. Ja, genau. Dann hast du Rundumkamera 360 Grad. Das ist praktisch? Absolut. Also ohne das würde ich heute nicht mehr fahren, weil meinen ersten Kratzer, den habe ich mir geholt, weil es da nicht gefehlt, weil es gefehlt hatte. Und der hat mich dann genauso viel gekostet wie die Kamera. Okay, also der fährt wie am ersten Tag. Ja. Ist er lauter geworden? Nee, gar nicht. Ich muss auch sagen, also das kann ich nicht so sagen, nee, überhaupt nicht. Ich habe auch unten nochmal so von Altes so eine Heizdecke und also wie nennt sich das, so einen Fußboden reinmachen lassen. Da ist auch nochmal beheizt. Ja. Die wird warm, oder? Das merkst du? Ich habe es gemerkt, dass ich keine kalten Füße mehr habe, sagen wir es mal so. Weil das hatte ich schon ganz vergessen, dass ich immer kalte Füße hatte im Winter. So. Davon ist der Dyson übrigens drin. Der bleibt drin, der Dyson, ne? Nein, natürlich nicht. Den kann die, also je nachdem. Also wenn es daran hängt, wird man sich einig. Natürlich wird man sich ein. Aber du liebst den Dyson, oder? Also ich würde gar nicht saugen ohne Dyson. Deswegen habe ich auch Teppichboden drin. Was war hier nochmal drin, hier oben? Bitte? In dem schon? Da hast du meine Taschen drin. Taschen haben wir gezeigt, und ja. da hast du, glaube ich, auch mal so ein bisschen das so... Sag mal, hier drunter, da kann man wahrscheinlich aufmachen, da sind jetzt die Gewürzgurken drunter, ne?
Genau, da hast du jetzt, das hier alles ist mein, wie nennt man das? Speisekammer, ne? Heißt das so? Nennt man doch so, oder? Und Ist auch ein bisschen kühler. ja, und ich muss sagen, es ist auch total praktisch. Man, du siehst ja, von der Länge passt das alles super. Und Bist du ein Nudeltyp? ich koche unheimlich gerne Italiano und das mit Knoblauch, das meine der koche ich das, die habe ich mir extra geleistet. Kann ich jetzt die nächsten 12 Tage vergessen, Ach weil so, ich gerade Leberfasten mache. Es gibt aber Dinkelnudeln, hilft es dir Nee, nicht? ich darf gar keine Nudeln. Ach so. Ich bin zurzeit auf, ich sag's ja gar nicht, auf Proteine und Gemüse. Was soll ich sagen dazu? Lebensqualität, ja? Ja, meine Frau, die achtet ganz genau auf das, was ich jetzt Ja. esse. Ich darf zum Beispiel auch keinen Havanna Club trinken, der da drin ist, Ach oder doch. keinen Mumsekt. Da hast du 70% Schokolade. Nee, darf ich auch nicht. Welche? Kannst du alles vergessen. Auch kein Magic Asia. Komm, wir machen Abmoderation, Also, du- denn Darfst du das ich kann dir sagen, warum. Darfst du sowas? Ich habe nur noch, nee, überhaupt nicht. Auch Das sind Kohlenhydrate pur. Ach was, Geht gar nicht. Probleme. Ja, ich muss ja ein bisschen. Du willst ans Fernsehen, also Ich musst darf du- noch nicht verraten. Psst. So, da wird verraten. Nee, das ist top secret. Ja, okay. So, da sind wir. Komm, wir gehen mal raus. Ja, gerne. Wir sind nämlich in Bexbach im Saarland. Ja. Ja, an der Saar sind wir nicht, aber wir sind zumindest mal im Saarland. Und wir sind hier auf einer Messe Bexbach, die gerade stattfindet, wovon ich erzählt habe, aber da gehe ich jetzt gar nicht hin, sondern wir gehen einfach nur mal, haben uns hier getroffen, dass wir hier schön drehen können. Hier ist nämlich heute am 3. Mai 2022 hier Messebetrieb. Du warst mal drauf. Ja, ist halt eine, ich sag mal, regionale Messe. Ja, und ist auch überschaubar. Was ich interessant finde, so ein paar Kleinigkeiten, die man gebrauchen kann, so als Camper und mal vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, nicht unbedingt neue Wohnmobile. Sie ist jetzt nicht so groß wie der Caravansalon Düsseldorf. Nee. Ist Das, aber nett hier, oder? ja, ist nett und es ist außen. Und gibt lecker Würstchen. Ich habe mir tatsächlich eine Waffel habe ich mir geholt. Und das darf ich jetzt gar nicht erzählen. Merke ich gerade. Wenn man den haben möchte, hast du eine Webseite, wo man dich erreichen kann? Oder per Mail? Ja, per Mail. Ja, Ist das kompliziert, die Mail? ist mein Name. Der Name. mail@artischir-hagmeier.de Ich schreibe es rein. oder einfach Ente, Was? Ente Adler eingeben. Ente Adler. Ja. Und dann kommt es bei Google. Ja. Kommt das. Also ich werde eins machen. Ich schreibe es in die Videobezeichnung rein. Vorne, die Front wird gemacht. Du sagst, strukturell ist da nichts kaputt. Das ist nur vorne ein reiner Blechschaden, der kein Blech ist. Und das wird noch gemacht. Ja. Ansonsten ist er unfallfrei. Ja, was heißt unfallfrei? Ich habe keinen Unfall gehabt bis jetzt mit dem Nein, Auto. bis auf, dass er gerollt ja, ist das, im das Stand. ist schon, genau. Und du hast echt die Handbremse nicht dran gehabt. Leider. Weil ich Hast du noch gemerkt? ja klar, dann habe ich es gesehen und dann war es schon zu spät. Also ich wollte mich nicht dazwischen stellen. Also Höhe von dem Fahrzeug? 3 Meter? Ja, nicht mehr als 3,30 Meter. 3,30 Meter. Aber er hat die Klimaanlage oben, deswegen 3,3 Meter, aber er ist niedrig. Solar hast du auch drauf? Ja, 2 Paneelen habe ich. 3 Paneelen sogar. Okay. Also wenn ihr ihn haben wollt, unter 100.000 Euro mit der Mehrwertsteuer, so viel kann man schon mal sagen. Und das ist für den Grundriss ganz okay, aber das könnt ihr alles verhandeln mit dem Adi dann. Und ich habe dich eigentlich nicht besucht, damit wir Werbung machen dafür, dass du es verkaufst, sondern weil du ein echt cooler Typ bist. Ich habe dich auch nur eingeladen wegen deinem Vornamen. Der klang so ich habe gedacht, was ist denn jetzt? Einer ist entweder ist jetzt Gebrauchtwagenhändler oder er ist irgendwie Uniprofessor oder Taxifahrer. Ja. Genau. Ja, irgendwie so ähnlich. Was zwischendrin bin ich. Ja, weil mit dem Namen, du sprichst ja perfekt Deutsch. Klar, bist ja geboren. Ja, und aufgewachsen. Ich habe es leider nicht kennengelernt, also die Sprache. Ist Vater, Mutter war Ja, Deutscher? Vater ist Perser, Mutter Deutsch. Aber da meine Eltern nicht geheiratet haben, habe ich den Mädchennamen von der Mama bekommen. Okay, cool. Ja, das ist so. Ja, hier sind wir, die Lounge Edition. Und haha, ist das der Firmensitz, oder? Hamburg, ja. Hamburg, sehr schön. Da sind wir. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, wenn ihr Lust habt, abonniert ja unseren Kanal. Das heißt, lasst uns ein Abo da. Das soll ich jetzt sagen, hat mein Trainer gesagt. Hat gesagt, ich soll immer sagen, abonniert den Kanal. Genau. Ob ihr die Glocke anmacht, ist mir auch scheißegal, kann ich euch ehrlich sagen. Die könnt ihr anmachen, die müsst ihr aber nicht anmachen, machen eh ganz wenige an. Aber drückt wenigstens auf Abonnieren, weil das hilft mir, weil trotz 9 Millionen Zuschauer, die Leute gucken immer, wie viele Abonnenten du hast. Und wir haben leider nur 246.000 im Moment. Das ist richtig viel. Also, Findest du das viel? Ja, ich finde das viel. Es gibt da Leute, die haben Millionen. Echt? Ja. Ja, aber die machen nicht das, was du tust. Du musst ja noch mal in den Bereich, den du machst. Also guck mal in deinen Bereich rein oder so. Du redest jetzt nicht über Schminktipps oder machst du das auch noch?
Nee, keine Okay, Schminke. dann hättest du 1 Million. Ich habe aber mal gefilmt, wie man schminkt. FN, was ist das nochmal? Friedrichshafen. Da hatte ich meinen zweiten Wohnsitz, den habe ich dann nach Berlin verlegt von Friedrichshafen. Ach, dann damals Kennzeichen mal halten, gell? Ja, genau. Ja, genau. Das sind neue Regelungen, dass man die mitnehmen darf, glaube ich, bis man irgendwie wechselt nochmal. Ja. Ja, genau. Also ich werde wahrscheinlich dann, je nachdem, werde ich den in Heidelberg anmelden, mein neues Wohnmobil. Boah, ist das schön. Wann kommt's? Am 25.05. Freust du dich schon? Ach, wie ein Bär, also wie ein Schnitzel. Genau. Also, wir filmen heute am 3. Mai. Der muss weg. Aber bitte keine, ich sag mal, unter der Gürtellinie Angebote, sondern das ist echt ein tolles. Aber ich denke, man kann ja mit dir Kontakt aufnehmen. Also, wenn jemand ernsthaftes Interesse hat. Also ich sag mal so, ganz ehrlich, bei allem Herzen, ja, ein wirklich ernsthaftes Interesse wäre toll. Ja. Und wahrscheinlich ist es besser für jemanden, der schon mal ein Wohnmobil hat und dann auch den Wert schätzt, was es bedeutet, dahinter zu stehen. Aber du hast gesagt, er muss weg. Nee, er muss nicht weg, weil ich bin am Überlegen, dann stelle ich ihn halt irgendwo hin und genieße ihn noch, weil ich liebe es. Also, sage ich dir. Also muss nicht. Ich nehme alles zurück. Er muss nicht weg, also meldet euch nächstes Jahr. Spaß beiseite. Hat ja eigentlich, was ist da vorne drauf? Ist der grün eigentlich vorne? Euro. Ja, der hat eine grüne Plakette. Ja. Okay, das war wichtig. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Adi. Bleib mal da stehen. Wink mal bitte. Ciao. Danke, toll, dass du da warst.